Miau und willkommen. Hallo Charlene, schön, dass du da bist. Wir machen jetzt sofort mit dem Spiel weiter. Aber erstmal muss ich es starten. Load. Detective, was sollten wir noch mal machen? Unsere Aufgaben sind es: Ostensible Ownership, Crossbill Civic Center. Das sind sowieso alles erforderliche Quests, ne? Keine Side-Quests, alles Main-Quests. Okay, formerly known as City Hall. Jetzt kann man ja hier auch wieder raus, ne? Weil jetzt der Baujahr abgeschlossen. In welchem Baujahr? Wir brauchen dafür nicht das Auto. Wir können ja auch so in Administrative District und hier in die City Hall. Da kommen auch schon die Katzenohren. Hi Kyodai! So, wir sollten uns melden. Welcome to the Crossbill Civic Center. Oh, pardon me, SSS. Thank you very much for coming. Aber das ist doch eine Main Quest, die ist jetzt nicht vertont. Hello. We're here about the request you sent in. We also have a few new members helping us out today. A pleasure. It's nice to meet you. Car! And you as well. The Civic Center, huh? It feels a little weird having to call it that now. Yeah, I'm still wrapping my head around the fact that this isn't City Hall anymore. Car! ja, Car. Ohne Zusammenhang. Einfach nur, sie muss einmal pro Satz Auto sagen. It will take some getting used. Some time, ne? It will take some time getting used to, for sure. They've already relocated their new building. Now that it's nearing completion. Auto war übrigens dein erstes Wort. Ich weiß nicht, was mein erstes Wort war. Ich habe angefangen, Kauderwelsch zu reden. Irgendwann. Und meine Oma und mein Opa, die hießen beide einfach Bomis. Da habe ich immer Bomis gesagt aus irgendeinem Grund. That said, Civic Center will continue to operate as a branch office of sorts of the local government. In that sense, it's still a terrific resource for the community. The way it has been. That's good to know, Car! Yes, and this reception desk will continue to serve as a point of contact for a variety of residential and municipal services. Attempts to notify the population of this have gone largely unnoticed, however. We've gotten quite a lot of confused inquiries as a result. Sorry, that's not what you came here for. Not a problem. Sounds like you have your work cut out for you. Bureaucracy just couldn't get more dull, though, could it? If it were up to me, I'd have given this place a little entertainment district flair.
Maybe make it a watering hole for public officials. Hi Flolaf, lang nichts mehr gehört von dir. Civil service by daylight, nightclub by moonlight. I'm sure the SSS would be more popular than ever if we spearheaded that. That doesn't sound like the kind of popularity we want. What would your support requests even be? Jedenfalls nicht das, was wir aktuell machen, wahrscheinlich. Wieder mehr Zeit. Our duty is to protect and serve the people, Wazy, not prepare and serve alcohol. It's kind of fun to picture, though. Car. Anyway, Lloyd, aren't you forgetting the reason we came here? Oh, right. Sorry about that support request. Yes, allow me to explain. I'm sure you all know what a change of residence notice is. What a change of residence notice is, correct? Anyone moving in or out of Crossbell City is required to file one. Recently, however, we noticed some suspicious names on several forms. Oh, bitte sag nicht, da sind hier, wie heißen sie? Wie hießen die nochmal? Die von letztem Mal. Die haben doch so lustige Scherznamen gemacht. Wie Hugh Schlong oder sowas. Hugh Schlong oder sowas. Ne? Hugh Jazz, genau, Hugh Jazz. Haben die da etwa das reingeschrieben? Suspicious how? Car. Well, you see, they didn't belong to anyone registered within the city. We checked each instance we came across, but none of them matched any citizens or corporate bodies in our records. With that in mind, I was hoping you could look into the addresses these suspicious names are filed under. Just to be safe, I would also like you to check on the former residents as well. In other words, you want us to confirm the status of the previous and current occupants of every location. If there's even the slightest possibility this is a criminal matter, then we can't afford to ignore it. A situation like this calls for a full investigation. We won't leave a single stone unturned. I assume that a list of the suspicious addresses in question. You have genau das, was sie gesagt hat. But do you happen to know about the... Do you know the where... Do you happen to... What the... Wie kann ich das denn so verkacken? But do you happen to know the whereabouts of each of their previous occupants as well? Unfortunately, one of them notified us of their new place of residence. Do you know the way? The others are completely unaccounted for. Naturally. That's where our sloiting comes in. Was auch, sleuthing. Slytherin. That's where Slytherin comes in. Let's start by checking each address and the previous occupant we know the location of. Car. We might learn something about the other former residents during our investigation. Car. Yeah, that should work. Do you have some sort of list we can work off? Of course, I made copies for each of their forms for you in advance. Okay, we'll hold on to these. Looks like we have a total of 3 places of interest. The first is the residential district. Ellie, do you recognize this address? Let me see. Oh, that's the house right next to my grandfather's. The residents are High Bloods? Is this the name of a company? A stockbroker named Bond was living there with his family last I remember. Yeah, that's the name listed as the previous resident. A stockbroker named Bond. James Bond. Wasn't he one of the Gnosis victims during the cult incident? Oder Gnosis. Es hieß ja Gnosis.
Erstmal bei 3 Adressen Sturmklinge. Ja, wir sind die Polizei, wir dürfen das. Das ist official business. Yes, I'm certain of it. I heard he and his family went through a rough patch after the incident, but I wasn't aware they moved. That's worrisome. Do you suppose they got wrapped up in some kind of trouble? Car? Noel, kannst du bitte aufhören, ständig Car zu sagen? We can't know for sure, but Bond didn't submit a change of residence notice. It says he moved to East Street, on the 2nd floor of Acacia Apartments. That's just to the left of the Bracer Guild. The Residential District Street and East Street. That's 2 places on our agenda so far. The next address is also on East Street. I know this one. It should belong to the Fisherman's Guild. Ich wollte da nie wieder einen Fuß reinsetzen. Wait, what? What's wrong? Car! Well, the form says the current occupant is the Imperial Fishing Club. Och nee, Werbung. I don't think I've ever heard of them before. You're a member of the Fisherman's Guild, aren't you, Lloyd? Leider ja. Have the other members said anything about this? Well, I've been kind of busy lately, so I haven't had nearly as much time for fishing as I'd like. There's also no new address listed for the Fisherman's Guild. Maybe they just changed their name? I guess we'll find out when we get there. The final address is on the 1st floor of Lotus Heights in the downtown district. The name of the previous resident was Geithner. Geithner? Geithner? There's no current residence listed for him either. The new tenant is Mr. Sean Arnhem. Gibt es gute Werbung? Ja, es gibt gute Werbung, aber glaube ich nicht nicht innerhalb von Deutschland, oder? Zumindest meist nicht. Und vor allem nicht im Internet. Ich meine, es gibt gute Werbung. Naja, sie war nicht nervig, okay. Naja, so wie ich das von Twitch und YouTube kenne, gibt es halt 5 verschiedene Werbespots und die werden dann immer so gewürfelt, welche davon jetzt abgespielt werden. Und Charlene kriegt einfach alle, bei der wird nicht gewürfelt. What? Why does that sound so familiar? Maybe it's because it's the name of a famous fairy tale author. What? He's the man who wrote Mark and the Witch of the Deep Forest. It's one of the library's most popular children's series. Remember, Lloyd? We ran across that name while investigating Rubach. Ich weiß nicht, warum Twitch dich hasst. Genau, Kyodai. Bei YouTube ist es jede zweite entweder Stepstone oder Google Pixel 7. Oder einfach nur Werbung für YouTube selbst. Oder so eine Umfrage, welche dieser Werbespots haben Sie zuletzt gesehen? Die finde ich immer noch am schlimmsten. Warum wollt ihr das wissen? Ich habe keinen davon zuletzt gesehen. Weil ihr immer nur dieselben 2 Werbespots abspielt. Yeah, that's right. It was the password for one of the doors, wasn't it? Wow, though. I can't believe a famous author would choose to live downtown. Me neither, considering he's been dead for years now. Oh, right. I knew that! Not to rub it in, but this sounds like the sort of thing you should have caught when our Phantom Penman turned in his form. I can't apologize enough for that.
We do try to be careful about these things, I swear. We understand. It must be a busy time for the Civic Center with a new mayor in office, not to mention the relocation. Yeah! The ones who should be apologizing are the people who submitted these forms! Car! Yes, I suppose you're right. Not to worry, the SSS is on the job. Let's get this investigation started, everyone. We'll report back once we've verified the situation at each of these addresses. Thank you so much, I'm counting on you. So, ich habe jetzt schon wieder die ganzen Adressen vergessen. Das reimt sich. Ich sollte Vollzeit-Rapper werden, so oft wie sich aus Versehen was bei mir reimt. So. East Street waren auf jeden Fall zweimal, ne? Hier, Fische. Da ist die Bracer-Gilde und hier ist die Fischer-Gilde. Currently under renovation, ja. It's the same as the last time we came. Are you sure you don't know what happened here, Lloyd? Not a clue. Honestly, I've been keeping up with the Fisherman's Guild. I haven't been keeping up with the Fisherman's Guild at all recently. Oh, hold on. It looks like the door is unlocked. Smarmy little... And you call yourself a fisherman? What he said! We're not going to stand for you strong-arming us out like this. Did you hear that, Lloyd? I recognize those voices. Let's check it out. Excuse us? Oh! And who might you be? Hä? Wait. Das ist Peter. Das ist Peter, ist das. It's Lloyd. You came at just the right time. Go ahead and tell them, Lloyd. The Crossbill branch of the Fisherman's Guild is a place where all anglers are supposed to be standing to stand together as comrades, rod to rod. Kopan und Peter, die alten Legenden. Back up? What's going on here? So you belong to the Fisherman's Guild, do you? Have you come to voice your pretty grievances as well? Well, it's true that I'm a member, but... Es ist Peter, aber nicht Peter! Genau. Peter ist der die wahrliche Legende. Weil der kann weglaufen. Fisch. War hier nicht irgendwie was mit Pommes blau-weiß und dem Aquarium im Obergeschoss gewesen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas klingelt da bei mir. Lloyd flashed his detective notebook to the man and explained that they were in the middle of an official investigation. Wie stelle ich mir das jetzt vor? Ja, hier ist mein Notizbuch. Hab ich irgendein Notizbuch hier oder sowas? So. Ja, hier ist mein Notizbuch. Da, hier, Polizeieinsatz. Da, sehen Sie, da habe ich ein Haus vom Nikolaus hingemalt. Das ist eine offizielle Untersuchung. Genau, da war eine Karte versteckt. You're investigating suspicious addresses? I suppose it's true that we submitted the residency form before registering as a business. Allow me to introduce myself then. My name is Lord Lake Lord III. Wie kannst du bitte dich selbst Lord nennen und dann noch Lord im Nachnamen haben? Das ist ja sowas von bescheuert. Lord Lake Lord III.
Otherwise known as the heir of Erebonia's Lake Lord Company, the leading fishing equipment manufacturer in all of Zemuria. As for the Imperial Fishing Club, it is none other than the Professional Angling Association that I represent. The Lake Lord Company. Have you heard of it, Lloyd? Yeah, any fisherman worth his bait would be familiar with the Lake Lord name. Like he said, it's the #1 fishing gear brand on the continent. You can't cast a rod anywhere without seeing their stuff. Das einzig wahre Nikolaushaus, ja. Das verleiht Autorität. Ich wollte eins draufmalen auf das... Das ist eigentlich nur Müll, wo Briefmarken draufgeklebt haben. Und da kann man nicht mal drauf schreiben. Auf der Rückseite würde dann stehen, ja, hier Deutsche Post. Ich habe diese Briefmarken gekauft für 85 Cent das Stück. Das verleiht mir Autorität als Polizist. Like you said, it's the #1 fishing gear brand, das hatten wir schon. Wow, they're that prolific? But what business would an heir to an Imperial company have in Crossbell? Car. That business, of course, is to further expand to reach of my glorious Imperial Fishing Club. You're standing in our newest foot hall. In our nudist foot hall. Hier darf man nur nackt rumlaufen. Das heißt jetzt, die Crossbell Fischergilde wurde aufgekauft von der Imperial Fischergilde und gehört jetzt zu Erebonia. Befinden wir uns jetzt auf erebonianischem Grund. Und hier gelten dann auch die erebonianischen Gesetze. Here, it's all in the fine print, officers. Let me take a look at that. It's the rental agreement for this building. Everything here checks out. The current tenant is the Imperial Fishing Club. Ha! Now do you understand? You can't let him get away with this, Lloyd. He's trying to usurp the Fisherman's Guild. Usurp? That's right, he snatched that lease away from branch manager Certain without even discussing it with him. This cockabully spared me no mirror convincing the real estate company to transfer it over. We might have been a tad forceful, but I assure you that we followed all legal processes. Lord Lakelord III hat sicher auch diesen Stream gesponsert, damit er noch mehr Reichweite bekommt. Leider nein. Es wäre schön, wenn ich Geld dafür bekomme, dass er hier Werbung für sein Anglerzeug machen darf. Furthermore, this establishment was being wasted on commoners such as yourselves. The Fisherman's Guild views angling as no more than a hobby or a pastime. That's to say nothing of your shady equipment. Hey, don't forget I'm a member too. This discussion is over. Will er hier so einen Snob-Club draus machen? We've made our case perfectly clear. Now kindly leave so you can report back to this Certain of yours. I'll leave the rest to you, Salem. Yes, sir. Salem. Das klingt nach Hexen. Don't run away, you coward! That's right, this isn't over! Something tells me he's not coming back. How did this even happen? We can't just let them get away with it. Right. Stealing our branch out from under us crosses every fishing line at once. Branch manager Certain's going to want to hear about this too. He'll know what to do. Hey, Peter. What's going on? I'm still a little confused. Oh, that's right. You've been absent for a while, Lloyd. First things first. Let's get out of this rain and talk somewhere else.
I'll call the branch manager and have him meet us at the Garante Jazz Bar in the back alley. We'll be sure to wait up for you, Lloyd. The two of us are gonna go on ahead for now. See you there. Sollen wir dann erstmal jetzt die anderen Orte noch untersuchen? I wonder what caused all this. I'm not entirely sure, but we're going to have to follow up if we want an answer. Let's head to the Jazz Bar. Achso, wir gehen jetzt doch erst dahin und machen danach die anderen Häuser. Wir können auch hier... Hier ist wieder der Administrative District, den ich nie aussprechen kann. Nee, ich will aber hier in den Residential District. The door is locked. Isn't this place... The residence of Representative Campbell, leader of the Republican faction, yes. Last I heard, all Diet members involved with the cult were removed from office. Car. True, but they never found anything that linked them to Representative Campbell. He does seem to have some kind of relationship with Eiyuu, but there's nothing illegal about that. On the surface, anyway. So, in other words, he's still corrupt, just not in the same way as the rest. That reminds me, Ellie, aren't you friends with his daughter? Yes, Carla and I went to Sunday school together. For her sake, I was relieved to find out her father wasn't connected to the cult. No kidding, I'd be heartbroken if my friend had to learn something like that about their own dad. Car. Anyway... We don't have any business here, so let's not go bothering him right now. Agreed. Shall we move on? Welches Haus war denn das, welches wir untersuchen sollten? Das hier? Oder ist das von Ellie? Ouch! Oof! My joints always ache on rainy days. I'm going to need to get some medicine from St. Ursula. You okay, Granny? I can take you to the hospital if you need it. Hehe, thank you, Ferric. That's, quite alright, though. I can't get there on my own. Da geht's wieder in eine andere Straße. Welches Haus war denn das von Ellie? Guck mal, hier steht wieder das Car. This is the car those delinquents were driving yesterday, isn't it? What's it doing here? I'm not sure, but I have a bad feeling about this car. Hi, Julie. Sind die das etwa, die hier eingezogen sind mit dem komischen High-Blood-Namen? Die kamen sich ja auch sehr nobel vor, ne? Next to the McDowell estate. This must be the place. Excuse us, is anyone home? No luck. Is the door locked? No, actually it's open. I hear some voices inside too. Maybe they're so busy talking that they didn't notice us. Car! Why don't we just stroll on in? They wouldn't have left it open if they wanted to keep us out. And besides, this is official police business in a way. That doesn't mean we can barge into people's homes whenever we want. But we are in dire need of some answers, so we don't have a choice. Let's go inside and make our presence known. Ich wusste doch, dass die das sind. Man, the three of us were like Gehenna on wheels out there. Nothing like a little rainy morning drift racing, huh? No kidding, my heart's still pounding like crazy. By the way, Reggie, what happened to those girls you called?
Oh yeah, they should be here any minute now. See? What'd I tell ya? Perfect timing. Wait, aren't you those cops from yesterday? What the hell are they doing here? You're the three who were arrested for reckless driving. Care to explain exactly what's going on here? I think we just stumbled on a burglary in process. Caught red-handed. Let's book him. Car! Nein, Lloyd ist kein Callboy. Kein Callgirl. Vielleicht dachten die das, aber nein. Also wenn Randy hier wäre, ich glaube, der wäre eher als Callboy verfügbar als Lloyd. The hell are you going on about? Why would we be laying around like this if we weren't here to rob the place? More importantly, who let you flatfoots in here to begin with? This is our property. Where do you get off barging in like this? Your property? You mean... That would make them the new residents. Aber wenn sie jetzt hier wohnen, sind es denn dann überhaupt noch Ausländer oder könnten die dann einfach nach unseren Gesetzen bestraft werden? Und dann hätten wir sie gar nicht laufen lassen müssen, nachdem wir sie gefangen hatten mit dem Auto. Excuse us, gentlemen. We're here on official police business. Und wie hätte diese ganze Szene jetzt ausgesehen? Weil das mit dem Auto war ja eine Nebenquest. Das war ja eine Nebenquest, die man hätte verpassen können. Hallo da, Tahu. Was wäre dann gewesen? Excuse us, gentlemen. We're here on political official business. Genau. There's a few things we need to ask you. This shouldn't take long. So, let me get this straight. The three of you came to Crossbow to get some real-world experience. Then you came across this house for sale while looking for a place to stay, and Yuri here bought it on a whim. Do I have that correct? That's right, finally getting through your skulls. Just one more thing, the residency form is listed under the name High Bloods. What's that about? You wanna know? That's what we call our dynamic trio. It's cause we've got noble blood coursing through our veins. Pretty sick name for three guys blessed by the goddess, huh? Hab's mir fast schon gedacht. Damn straight, all of our dads are higher-ups at the Vern Company. As a matter of fact, Yuri's on the board of directors. You should be groveling at our feet. Couldn't have put it better myself. Da kommen auch schon die Callgirls. Oh, finally! Hello, ladies! Whoa, no, these are the real deal. Pardon us, which one of you is Mr. Highbloods? Oh, we're not interrupting, are you? Wussten die zwei Frauen, dass sie von 3 Typen bestellt wurden und nicht nur von einem? Weil es klingt gerade so, als ob sie den Eindruck hatten, sie suchen nach einem. Ich meine, das ist schon ein Unterschied, ne? Weil 3 Männer auf 2 Frauen ist was anderes als ein Mann auf 2 Frauen. Oder ein Mann auf eine Frau. Wenn ihr wisst, was ich jetzt meine. Es ist schon ein Unterschied, ob du mit einem Typen gleichzeitig schläfst oder mit 2 gleichzeitig. Oder 3 gleichzeitig.
zu dem einen sind manche eher bereit als zu dem anderen. Ich weiß nicht, ob sie jetzt hier einfach eine Orgie erwartet haben. No, 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 not at all, girls. They were just leaving. Well, take a hike already. And don't let the door hit you on the way out. Hi, Toasty. Okay, okay, we get the message. Looks like they're in for a good time. I wouldn't mind staying behind a bit. Da fällt mir jetzt, wo ich Toasty sehe, fällt mir gerade auf, ich habe den letzten Stream noch gar nicht auf YouTube veröffentlicht. Ich habe noch kein Thumbnail dafür gemacht. Ich war in letzter Zeit sehr beschäftigt. Ich war auch heute wieder unterwegs, weil ich brauche bald ein neues Auto. Weil mein jetziges Auto ist so um die 18 Jahre alt. Geht langsam auch kaputt. Und so langsam ist der Zeitpunkt gekommen, wo es sich nicht mehr lohnt, in das alte Ding nochmal Geld reinzustecken. Nee, ich kaufe mir keinen Tesla. Ich bin zufrieden, ich wohne in einer Großstadt, ich bin zufrieden mit einem Kleinstwagen, wo man eine Parklücke finden kann, weil Parksituationen hier sind richtig scheiße. Deswegen ein kleines Auto, sehr kleines Auto. Deswegen war ich auch heute noch mit meinem Vater unterwegs, um nach Autos zu gucken. Ja, du hattest den letzten Stream, glaube ich, nicht ganz gucken können, wegen schlechtem Internet oder so. Ja, der letzte Stream ist noch nicht on. They struck me as spoiled brats, coasting on their parents' money. Ja, in etwa so. It's a shame that such a beautiful home fell into their hands. I can't imagine this is what Bond wanted. Nothing about their contract sticks out to me as illegal, though. Car. Auto immer eine ewige Sparbüchse, ja. It's frustrating, but there's nothing more we can do about it. Car? Also ich brauche halt jetzt ein neues Auto. Wir sind sowieso gerade bei Autos, wenn es um Noel geht. Und das Auto werde ich wahrscheinlich im Leasing nehmen. Weil wir beim selben Händler auch ein gebrauchtes Auto gesehen haben. Das hatte aber eine viel schlechtere Ausstattung und würde halt in der Finanzierung genau das gleiche kosten fast. Und das wäre halt schon ein Gebrauchtwagen. Und wenn ich mir das durchrechne, wir kriegen so ein Sonderangebot mit Subventionierung und sowas, dass dann halt die Versicherung schon mit drin ist quasi. Ich krieg dann eine Vollkaskoversicherung schon mit drin. Und das wäre im Endeffekt dann günstiger als das andere Auto. Weil da wären dann alle Kosten abgedeckt. Und nach 4 Jahren könnte ich das Auto dann halt auch abkaufen. Ja, klingt gut. Deswegen wäre dann ein Neuwagen. Ich finde, das kann man sich auch mal gönnen, einen Neuwagen, nachdem man das gleiche Auto 10 Jahre gefahren hat und das da schon 8 Jahre alt war, als man damit angefangen hat zu fahren. Das ist eine alte Klapperkiste. Also, ich sehe das so, ich hole mir lieber einmal ein neues Auto und fahre das dann wieder sehr lange, statt nochmal einen gebrauchten, den ich dann nächstes Jahr schon wieder abgeben darf oder irgendwie so. True enough, we should just leave them alone for now. Anyway, this is all we needed to check in the residential district. Should we pay Bond a visit now, Lloyd? I like to hear his side of the story.
Same. I'm worried about how his family is doing. Okay, let's go see him at their new home on East Street. They're staying at the Acacia Apartments. Genau, Acacia Apartments. Also nochmal East Street, wo wir ja schon mal waren. Der Wertverlust. Du kannst davon ausrechnen, sobald der zugelassen ist, der Wagen, sind schon 2000 Euro Wertverlust. Aber ab danach ist der Wertverlust eigentlich relativ konstant. Außerdem musst du bedenken, das Auto jetzt, also das Gebrauchte, würde jetzt so mehr kosten, als das Auto, was ich mir wahrscheinlich leasen werde, dann noch kosten würde, wenn ich es abkaufen müsste. Und die wären dann ungefähr, also das Auto, das Gebrauchte, was da stand, ist 4 Jahre alt und ich müsste das andere Auto in 4 Jahren abkaufen. Das heißt, dann wäre das Auto, was ich dann neu kriegen würde, auch erst 4 Jahre alt und das hätte nur ich gefahren und das hätte eine viel bessere Ausstattung und alles drin. Und es würde dann trotzdem noch weniger kosten, als wenn ich jetzt das Gebrauchte kaufen würde. Das Katzenmobil. So. Akazien. Wo waren denn die Akazien-Dinger? Waren die nicht hier hinten? Oder waren die... War das hier Akazie? Nee, das ist nur ein Haus. Wo waren denn die Akazien-Apartments nochmal? Da ist die Fischer-Gilde, da ist die Bracer-Gilde. Waren das die Akazien? Ja, da steht ja auch fett, dick und fett dran. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich weiß nicht wieso, aber ich finde dieses Stofftier verstörend. Im ersten Augenblick fand ich irgendwie das Gesicht sehr humanoid. Sah ein bisschen zombie-mäßig aus. Hehe, you're such a well-behaved girl, Mary. Here, have some pets as a reward. Ja, ist schon verstörend. Ist das der... So, Bond is a stockbroker like myself. I just found a new friend to chat with. Hi, Stoli. Oh, we have visitors. I remember you. Hello, we're with the Crossbill Police Special Support Section. You're Bond, correct? James Bond. We met during the cult incident. Yes, of course. I'm in your debt for rescuing me from that terrible fortress. You even once helped our little Sunita find Mary, too. Ja... Stoli, mit den Punkten kannst du nicht mehr so viel machen, glaube ich. Die Punkte sind eigentlich nur noch für die Audiobefehle da. Um jetzt sowas wie Katzenohren oder Nya einzulösen, sind jetzt die offiziellen Kanalpunkte über Twitch einzulösen. Das Katzengold. Ulala. Ulala funktioniert noch und diese ganzen Soundbefehle. Einfach, weil ich mir dachte, ich habe diese Soundbefehle ja schon eingeführt und ich will nicht auf welche davon verzichten. Einfach aus dem Grund, dass man das ja dann über so eine Twitch-Erweiterung machen müsste mit den Soundbefehlen. Und die wären halt... Die wären halt begrenzt. Ich weiß nicht mal, was das überhaupt ist. Die wären halt begrenzt. Und dann wäre da ein Limit, wie viele man setzen kann.
I've been wanting to express my gratitude to you all this time. Muffelt. Ach, das haben wir längst schon gewusst. So, damit ist Tahu Muffelt für heute eingelöst und niemand kann es mehr benutzen. You have my deepest thanks. And mine as well. Our family owes you a great deal for all you've done for us. Nein, man kann es nicht spammen, weil Tahu sich irgendwann mal beschwert hatte, dass ihm das zu viel wird, dass er überall immer nur Tahu Müffel zu sehen bekommt. Und dass er so viel gebasht wird. Und da habe ich gesagt, okay, dann limitieren wir das ein bisschen, damit das nicht jeden dritten Satz irgendjemand Tahu Muffelt in die Kommentare spammt. Immerhin geht's überhaupt, ja. Aber es hat halt einen Cooldown von 6 Stunden oder so. Our family owes you a great deal for all you've done for us. Not at all. We were only doing our duty. I'm glad to see you're all in good health. Das ist jetzt aber kein Freifahrtschein, die ganze Zeit unpassende Soundeffekte zu spammen. Schade, schade, ja. If only because of you and your team, but I digress. Stoli liebt Sounds, ja. Sie hat ja auch genug Punkte, glaube ich. Tahu hat sowieso genug Punkte. Was there a particular... Ich weiß nicht mal, was das überhaupt ist. Der Hosen-Command ist auch so ziemlich der unpassendste überhaupt. An einer Stelle wurde der mal benutzt, da hat es auch Sinn gemacht, als irgendwer in Final Fantasy XIV so ohne Hosen an mir vorbeigelaufen ist. Da hat der gepasst, aber das mit den Hosen... Ja, bei Mima hat die ja auch gar keine Cooldowns drauf. Und du musst auch keine Kanalwährung irgendwie dafür bezahlen. Wenigstens muss ich nicht den ganzen Tag hier sitzen und Handeln machen und singen. There is actually. The SSS explained their investigation to Bond and asked for the details of his relocation. I see, so you four are investigating dubious changes of residence forms. I take it you'd like to hear the details of how I sold our old home then? Yes, sorry to pry, but we need to confirm that it was all above board. It's fine, I understand where you're coming from. The sad truth of the matter is that we had to sell off the house to help repay our debt. The buyer turned out to be the same real estate agency we originally purchased from. Everything about the transaction was legitimate. So, as far as I know, nothing remotely illegal occurred at all. That's a relief to hear. I do have a question, however. You have no obligation to answer, and I'd understand if you'd rather not. But would you mind divulging how it is your family fell into debt? Well, as you may already suspect, it was a consequence of my actions this past spring. My memories from then are still a blur. I made some ill-advised investments while under the influence of those horrible blue pills. After the incident, our... War das nicht Red Nose? Ne, die haben nur das Blue No Schiss gekriegt.
Die hatten blaue Verstopfung und keine rote Verstopfung. After the incident, our lives came crashing down and we fell into the serious debt. I'm so sorry, Car. It's alright, believe it or not. I feel blessed after everything that happened. Thankfully, I was able to cover most of the debt by selling all of our assets. Ja, zum Glück konnte ich die meisten Schulden begleichen, indem ich alles verkauft habe, was wir hatten. Ach, im neuen Edit ist Manian drin. Most importantly, my wife and daughter stayed with me through it all. They still love their fool of a husband and father. Gleichzeitig. Er ist gleichzeitig deren Vater und Husband. We're family, nothing will change that. Ich habe schon wieder irgendwie das Gefühl, dass ich die Hälfte gar nicht gelesen habe. Wo war nochmal? Wo war nochmal der Knopf für... Da. Ah, okay. Da. Dear, you promised not to say things like that again. Okay. We made a vow, remember? For better, for worse, for richer, for poorer? Oh, Schrail. Kreil. Surreal. Oh, surreal. You truly are the love of my life. I'm so grateful to have you and Sunita. Dear, please, not where we have company. Wow, you two really have something special together, Car. They say home is where the heart is. As long as you're together, where you live doesn't really matter, does it? Wieder 5 Werbungen. Hat irgendjemand sonst außer euch so viel Werbungen wie Charlie? Ich verstehe das nicht. Also Twitch muss sie wirklich hassen. Ich gehe mal davon aus, weil ihr ja auch geantwortet habt, dass ihr keine Werbung zu dem Zeitpunkt hattet, oder? a bit of a grandiose way to put it, but yes, I suppose you're right. Tao hatte bisher keine, du bist aber auch später erst reingekommen als die anderen. Alle anderen hatten, glaube ich, schon mal eine, außer denen, die mich abonniert haben, weil die aus dem Grund halt gar keine kriegen. Flolaf zum Beispiel, deswegen kann er auch die coolen Emotes benutzen, wo ich auch mal neue zeichnen müsste. In any case, I've been working hard at making a fresh start and keeping my nose clean. Ja, nicht so viel Koks schnüffeln. Schön die Nase sauber halten. Ja, dafür hasst YouTube Kyodai. Ich verstehe es nicht wieso, aber manche von seinen Kommentaren unter meinen Videos verschwinden einfach. And I'll be sure to pay off the rest of our debt, too. For my wife and daughter's sakes. Oh, darling. You're a good man, Bond. Please let us know if you ever require our assistance again. That's right, we'll be there for you. I'm grateful that you would even go to such lengths for me.
We'll be sure to call the SSS if we happen to need your help. Was war Antwort auf das wegen Edits? Ich weiß gar nicht mehr, was ich geantwortet hatte. Ich habe nur gefragt, ach Manian ist auch da drin. Ich glaube, mehr hatte ich nicht gesagt. Ich muss mir die Edits halt noch angucken. Weil du postest die, glaube ich, immer auf Claudis Channel, oder? Da kriege ich das nicht unbedingt immer so mit. So, was that all you needed? I'd be happy to answer any other questions you might have. Ich habe nämlich so ziemlich alle Discord-Kanäle, wo ich nicht irgendwie Mod bin und die nicht mir gehören, habe ich auf stumm geschaltet, weil ich kann es einfach nicht ab, wenn Discord mir dauerhaft so einen roten Punkt in der Ecke anzeigt. Sodass dann halt wirklich nur das durchkommt, wo ich auch geadd-dingst werde, ne? I'd be happy to answer any other question you might have. No, that's okay. We got what we came here for. Thank you for your cooperation. Shall we go then? That would be for the best. Du hast nur unsere nicht gestummschaltet, ja. We'll show ourselves out. It was nice to see, nice seeing you, Bond. Was mich auch stört, sind so Kanäle, wo man drauf ist, die jedes Mal, wenn sie einen Stream starten, @everyone eingeben. Und dann streamen die sowieso jeden Tag. So, wo ich mir dann denke, ey, ich brauche keine Erinnerung daran, wenn das sowieso jeden Tag ist. Dieses @everyone benutze ich immer, wenn irgendwie was ist. Also ich streame nicht jeden Tag. Ich streame zweimal in der Woche oder so. Ich habe das nicht immer gemacht, ne. Ich habe ja auch @stream. Und @stream ist eine Rolle, die man sich selbst zuweist. Ich habe es früher gemacht, ja, aber auch da habe ich nicht jeden Tag gestreamt. Ich habe früher auch nicht jeden Tag gestreamt. Ich habe schon immer unregelmäßig gestreamt und da finde ich, macht das auch Sinn, wenn man unregelmäßig streamt. Aber wenn man sowieso einen festen Streamplan hat, wo man jeden Tag streamt, dann muss man doch niemanden mehr darauf hinweisen. Denke ich zumindest so. By the way, ich weiß nicht, ob ich das schon mal angesprochen habe in Zero, aber ich finde diese Flaschen mit wahrscheinlich Orangensaft sehen ein bisschen so aus, als ob dieses Etikett, was da drauf klebt, der Belag wäre und das einfach so ein Cheeseburger in der Flasche ist. Die haben einfach Cheeseburger in der Flasche. Wo gibt's denn sowas? Ja, ne? Das hatte ich schon mal gesagt. Gut, dann ist es mir jetzt nur wieder aufgefallen, dass die Flaschen-Cheeseburger da stehen. We'll be rooting for you and your lovely family. Car! Erinnert dich an die Weingummiburger. Stimmt, hatte Kyoda nicht mal erwähnt, dass er die einpackt, diese Weingummiburger oder sowas? Nee, nicht püriert, einfach nur in der Flasche, so wie es auch Brot aus der Dose gibt. Much appreciated. I'll do what I can. Dazu braucht man dann noch eine Flasche Pommes frites eigentlich, ne? Es will we. Oh, hello. Es gibt Brot aus der Dose, ja?
Were you speaking with Mother and Father? Ich meine, ich hätte es auch schon mal gesehen. Im Rewe. Ja. That's right. The 6 of us were having a nice chat together. You have wonderful parents, Sunita. You think so? They've been closer than ever now, especially after we moved. Hehe, I couldn't ask for better parents. Isn't that right, Mary? Ja. Jetzt musste ich ein Ja machen, ohne dass sich jemand eingelöst hat. Haha, sounds like Mary agrees. Car? Yeah, I'm happy for them. Anyway, that confirms the whereabouts of Bond and his family. Ich habe Bond eben als Wort gelesen und nicht als Namen. Wie Family Bonding so ein bisschen, ne? Bond of Family. Na, hätte sie die Punkte sparen können. Aber ich habe dabei ja nicht diese cringy Bewegung in die Kamera gemacht. James Kleber, genau. Let's get back to investigating the rest of the address on our list. Wir müssen auch noch hier in die Bar gehen. Back Alley. Garante. Du konntest nicht erahnen, dass ich das machen muss. Nee, ich auch nicht. Da gibt's auch ein Rezept. Shop. Buy. Nee. Talk. It's looking more and more likely that Rubach's old compound is going to end up in Eiyuu's hand. Once that happens, they'll gain a significant foothold in Crossbill's underworld. And given the state's current condition... An der Tischecke. Ja, ich sehe es. I doubt much can be done to stop them. The working man's diet. Rich Cappuccino, okay. Das muss ich wirklich gehen. Wow, did I sleep like a log just now? I always come to Garante after I'm done with my hostess work. It's comfy and quiet here, so it lets me get my 8 hours of rest in. Wir wollten uns eigentlich mit denen hier treffen. Mit dem Club der stinkenden Fische. Hey Lloyd, glad to see you made it. Sorry to drag you out all this way. Now that we're all here though, it's time to begin with the meeting. Das offizielle Meeting der Fischköpfe. Wie Bondage, ja. Vielleicht heißt er ja H mit Vornamen und dann steht da immer Bond, H. Oh. First we have to fill you in on the details, Lloyd. Truth is, our guild branch has been on hiatus these last few months. You can think of it as a self-imposed suspension. Ist das Suspension? Ja, während du nicht da warst, Lloyd, mussten die komplett dicht machen, weil sich das nicht mehr gelohnt hat, den Laden offen zu halten. Yep, it's because the man behind that horrible incident, Joachim, was one of our members. Ach ja, stimmt. Dieser Teufel von Joachim Günther hat einem ja zu einem Angelduell herausgefordert. Einfach so aus dem Hinterhalt. Wie kann man nur so böse und diabolisch sein? Once the dust settled, we all decided to take some time off to re-examine ourselves. But his actions were his own. You shouldn't feel responsible for them. Sure, we weren't directly involved in the incident and certainly didn't do anything criminal. But Joachim was still one of our own, a guild brother.
And yet, not once did we see any signs of the sinister man plotting beneath the surface. In all honesty, we owe a heavy debt to the society for failing to notice. Ja, genauso könntest du doch das ganze Krankenhaus verantwortlich machen, weil der da als Arzt gearbeitet hat. Vor allem, das Krankenhaus kannst du noch eher verantwortlich machen, weil das war ja sein Arbeitgeber. Und als Arbeitgeber musst du ja eigentlich wissen, was deine Mitarbeiter tun. Zumindest solltest du das irgendwo wissen. Und nicht einfach auf gut Glück irgendwen einstellen, der blaue Haare hat und einen deutschen Namen. Wird schon passen. In all honesty, we owe a heavy debt to the society for failing to notice. Certainly not. Well, let's set that aside for now. About a week ago, I received a notice from the real estate agency that manages our building. Perhaps it was because of our hiatus, but they claimed the property was abandoned and declared our contract null and void. They then informed us that they'd signed a new contract with the Imperial Fishing Club. We tried to getting in contact with the Imperial Fishing Club ourselves, but it didn't go well. And when we dropped by the branch today, their representative was in there acting like he owned the place. Weil ihm der Place ja auch gehört. Er hat sich aufgeführt, als würde ihm der Laden gehören. Ja, weil es ist ja auch sein Laden. I mean, sure, that's what the contract says, but we didn't learn the truth about it until today. The rest you already know, Lloyd. Ja gut, wenn dir was gestohlen wird und du es noch nicht bemerkt hast, dann ist es trotzdem gestohlen worden. Das ändert nichts daran, ob du das weißt. This is a little more complicated than I was expecting. But I think I understand the situation. Yes, our building has been usurped by the Imperial Fishing Club, headed by the heir of the Lake Lord Company himself. Lord Lake Lord der Dritte ist immer noch der bescheuertste Name ever. As a fellow angler, I take no issue with them wanting to expand their horizons. But not at our expense. And especially not through the use of coercion. I don't even understand why they hate us so much in the first place. Weil ihr Commoners seid. It's harassment, plain and simple. Still, what can we even do about it? Other than bide our time, nothing for now. Ich bin ja so froh, dass der Angelclub zumachen musste. Still, we can't just sit back and let the spell the end of the Fisherman's Guild's Crossbow branch. Habt ihr eigentlich auch so Leute, wenn du was verloren hast und die fragen dich dann, wo du es verloren hast? Du meinst, wenn die helfen wollen zu suchen und dann die Frage stellen, ja, wo hast du es denn verloren? Das ist... Die Frage ist halt einfach komplett bescheuert, weil wenn du wüsstest, wo du es verloren hättest, dann hättest du es ja nicht verloren. Ich meine, dir fällt ja nichts aus der Tasche und du kriegst das mit und dann lässt du es liegen und hebst es nicht mehr auf. Das ist ja nicht verloren, das ist absichtlich liegen gelassen. Und ansonsten hättest du ja nicht mitgekriegt, wo das war. Und wenn du wüsstest, wo es ist, dann wäre es ja nicht verloren, weil du könntest ja wieder dahin gehen und es holen.
wo es gestohlen wurde, macht wieder mehr Sinn, weil du kannst es ja mitbekommen haben, wie es dir gestohlen wird. Aber halt in der Situation machtlos gewesen sein. Das ergibt schon mehr Sinn. So, while it was shorter than I would have liked, we have no other choice but to end our hiatus. In that case, the Crossbow branch of the Fisherman's Guild is officially back in business. Nice, I've been waiting for this. However, all members will be starting over at the Amateur Fisher rank. I'm also going to have to suspend the rank certification exam too. Huh? Wait, hold on a second. You can't be serious, can you? I mean, I'm a master fisher. Not anymore, you aren't. We're kicking things off with a clean slate, no exceptions. Aber warum? All that hard work. Oh, now it's not so bad, Kopan. You'll move to the up the ranks in no time once the exam returns. Easy for you to say. You stalled out at the Hobbyist Fisher rank. Einfach nur damit man wieder... Das ist einfach nur damit man als Spieler wieder von vorne anfangen muss. Das ist aber irgendwie keine gute Erklärung. Der hat das jetzt einfach beschlossen. Ja, ihr müsst alle von vorne anfangen. Ohne irgendwie einen Bezug zu nehmen, warum die wieder von vorne anfangen müssen. Okay, let's settle down, Kopan. I know how he feels, though. I worked myself all the way up to being Crossbill's divine angler. To make up for it, I'll supply you all with some new fishing gear. Here, boys, take these. Primary rod. Fishing notebook. Earthworm. Dumplings. And here's a little bonus for you, Lloyd, since you were a divine angler. Ah, guck mal, noch mehr. Wow, thanks, Certain. Certainly not what I wanted to have. Ja, wenn du nicht geangelt hättest, gäbe es mit dem Divine England nicht. Warum hast du dir das auch angetan? Alright. I'll just leave you guys to it. As for me, I'm going to get worked on finding us a new office. Einige Sachen sind da ganz gut. Okay. Let's meet up again soon. We can't share any updates we have then, especially if they're about what the Imperial Fishing Club's up to. Yeah, got it. Well, that took a while, but we finally got to the bottom of what's happening at the old Fisherman Guild's building. Yeah, we've done all we can on this end. Let's get back to the investigation, the rest of the addresses on our list. Zum Beispiel... Ich will nichts über Fischen lernen. Weg damit. Zum Beispiel Downtown. Bei Lotus Heights. Okay. Klingt nach guten Items, ja. Greylocket hat gegen Statusveränderungen alle geholfen oder sowas, ne? Oder nur gegen Deathblow zumindest. Well, if it isn't Geithner! Was auch immer das für ein Name ist. You seem to be doing all right for yourself. How's the business? Good, I hope. It is, thankfully. Everything's going smoothly so far. Alright, I brought you a cake as a gift. Please enjoy. Alles außer Deathblow, okay. Why, thank you kindly. If you're in a rush, why don't we share some over a cup of tea? Okay. Geithner ist auf jeden Fall der Name dann von dem ursprünglichen Besitzer von irgendeinem Haus, wo wir noch hin sollten. Ich muss, Detective. Wo sollten wir noch hin?
The activities versus... Ja, das interessiert mich gerade gar nicht. Es Arnhem. Ja, wir haben den Geithner ja gefunden. Hä? Wir sind hier richtig. Aber wir sollen nicht zu dem Geithner... Achso, wir sollen an die Tür hier gehen. Lotus Heights in the downtown district. This should be the place. Excuse me, is anyone home? Ich habe draußen schon wieder einen Hund bellen gehört. No answer, car. Is it locked? Yeah, it's bolted tight. Maybe I'm just imagining things, but I feel like I sense someone inside. Really? Ah, the old pretend you're not home and maybe they'll go away trick. So, what now? Is this the part where we get to barge in without a warrant? As much as I hate indulging you, we may have to consider it if there's no other options. What was that, car? The sound of someone tipping their hand. Which means your intuition was spot on. Let's give them one more chance. Excuse me, we know you're in there. We'd like to ask you a few questions. Someone stubborn. You don't suppose they bailed out the window? It would be a real problem if they did. Are you the ones making all that record? What's going on here? Oh, sorry about that. We're with the Crossbow Police Special Support Section. We're here to speak with the tenant of this apartment. Do either of you know who lives here? Well, of course I do, but before that... How about you start telling us by telling us what's going on? Hi, Kev. Sure thing. Lloyd explained that the SSS was investigating suspicious changes of residents. So, that's the way of it. You need to ID the resident in this unit here. I think I may owe you all an apology in that case. Why? Car! Well, to tell the truth, that used to be my apartment not too long ago. Oh, so you're Geithner then? Yep, I'm the dummy who forgot to submit his charge of residence notice. Dein Gefolge? There should still be enough time to get one in, though. So consider the message received. I'll have it done by the end of the day. Thank you, that would be a great help. Ich hoffe, die gehen jetzt, bevor sie merken, dass ich da noch eine Frau im Keller eingesperrt habe. On that note, would you mind sharing with us why you chose to move? Of course, it was a twist of fate, actually. I was working as a trader before I screwed up and lost everything a year ago. That's how I wound up here. Hattet ihr heute übrigens auch Hagel? Ich bin heute durch einen richtigen Hagelsturm gefahren. Recently, an old business associate of mine decided to lend me a hand after hearing about what had happened. 2 oder 3 Mal. Ja, heute Morgen war Schnee hier. Heute Morgen war hier Schnee. Aber als ich mich mit meinem Vater getroffen habe, wo ich da hingefahren bin, da ist der Hagel richtig runtergeknallt. They offered me a job in Calvert a couple of weeks ago, and I accepted on the spot. If that's the case, what are you still doing here, car? Sonnenschein und Hagel, dann gibt's nicht mal einen Regenbogen.
Just dropping by. I figured I should thank everyone in the building who supported me when I needed it the most. I don't know where I'd be if not for them. Hagelsonne, Hagelsonne, Schnee, wieder Sonne, okay. Aprilwetter. Das ist halt Aprilwetter. Ich meine, wir haben noch nicht April, aber das ist Aprilwetter. It was nothing special, my friend. Alright, thanks for being honest with us, Geithner. Now we just need to know more about the new resident. Alright. Is there something specific we should know about them? Well, thing is, this particular tenant situation is a bit unusual. Let me have a try. Die Woche, ja. Da hat's auch ganz schön geregnet gehabt. Ich habe so das Gefühl, dass sich irgendwie alles so um ein paar Monate nach hinten verschoben hat. Der Winter geht jetzt los, obwohl er vorbei sein sollte. Hello, this is Tanz. Anyone in there? It's the Tanzen. If you are, mind opening up. These folks here are with the police. They're not here to hurt anybody. They just need to identify you. Da ist wahrscheinlich einer mit Alufolie auf dem Kopf drin. Der möchte nicht von der bösen Polizeistrahlung abgehört werden. Open Sesame! Do what you have to. Just try not to cause too much of a commotion. Of course, thanks for your cooperation. Ist das Joshua? Pardon us, sir. Are you here to mock me? Huh? Nee, das ist Joshua in 10 Jahren. Das wird mal Joshua sein. I asked if you came to mock me. I'm sure you'd love nothing more than to stick it to the illustrious Diet member who fell off his perch and into the gutters. Wait, I know you. This must be Representative Gable of the Imperial faction. Well, former representative anyway. You were lying low at St. Ursula after your corruption was exposed, as I recall. So you know my story. Well, you found your man. What are you going to do with me now? I'll have you know, I'm completely broke, mirrorless. I wouldn't even be able to afford this apartment if not for the mercy of an old acquaintance of mine. Ah, is that why you're here? To use me for what few connections I have left? No, of course not. Mach dich mal nicht wichtiger, als du bist. Wir wollen gar nichts von dir. We are only here to verify who the current occupant of this room is. So, just to confirm, Mr. Gable, that current occupant would be you, correct? Yes, you've got the right of it. That's all we need to know. Car! As long as there isn't anything illicit going on here, you're fine. Car! Ja, ich fühle mich gerade ein bisschen überrumpelt. Warum sagt die Frau da dauernd Car? I do have one question, though. Why use such a ridiculous name on your change of residence form? Don't tell me you actually expected to fool anyone with a name like that. It was an instant red flag. Was war? Achso, das war der Name von dem bereits toten Buchautoren. That it was, unless we're dealing with the rise of a literal ghostwriter here. Ha! Ghostwriter! Right. The truth is, I've always been a big fan of Sean Arnham's. It was the only name I could come up with when I was staring at the form. Oh, so that's why. Car.
It's true that Sean Arnham's work is appropriate for all ages, I suppose. No shame in being young at heart. That's one way to spin it. Shut up! Just leave me be already! You got what you came for, now get out of my house! Yes, please pardon us. I think it's time, Lloyd. Right. We'll be going now. I never expected to run into Representative Gable, of all people. All things considered, he may still be better off than some of the other former Diet members. Agreed! The ones who ended up getting arrested in the wake of the cult incident have it way worse, Carr. I'd say they got what they deserved, but good luck convincing them of that, Carr. The big takeaway here is that your past misdeeds will always come back to haunt you. That's just the way this world works. Still, I'm sure he can turn his luck around if he works hard and mends his old ways. Ich habe das Gefühl, unsere Welt funktioniert nicht so, dass wenn du schlimme Dinge tust, dass dir das irgendwann auf dich zurückkommt. Viele Arschlöcher sind sehr erfolgreich in dem, was sie tun. I still have hope that Mr. Gable and all the other ex-representative can be reformed and find peace. Hopefully Ernest can do the same too, one day. Our leader isn't just fearless, he's also oh so compassionate. And on that note, why don't we go grab some drinks at Trinity? We could use a few after all that talking. We're still on duty, you know. Anyway, that takes care of everything we needed to check on downtown. I think we've just about wrapped up our investigation, in fact. Let's head back to the Civic Center and give our report. Wäre schön, wenn es so wäre, aber oft ist es leider nicht so, ja. Wollen wir jetzt hier einen trinken? Ich dachte, wir saufen jetzt. Liang's been giving me tips on how to mix up some cocktails. It's pretty involved, but I'm having a good time with it. Liegt hier eigentlich irgendwo noch ein Rezeptbuch für einen Cocktail rum oder so? Hier haben sie auf jeden Fall 3 gewinnt gespielt. Oder so. Oder ist einfach der Punktestand vom Billard. Die haben Tic-Tac-Toe gespielt, aber haben die untere Reihe vergessen. Im Hotel war noch ein Rezept. Das ist ja im Entertainment District, ne? Ja, ich war sowieso in dem Spiel noch nicht im Hotel. Liegt das bei irgendwen im Zimmer rum? Ja. Da, ja. A book entitled Delicious Hot Pots, Pressure Cooker Edition. While we're not nearly as busy as we were during the anniversary festival, we've had a noticeable surge in bookings as of late. Perhaps it's due to the Orbital Network reservation system the manager put into place. If this trend continues, then Hotel Millennium's future is looking very bright indeed. Ich soll für ein Edit klatschen. Wow, wie denn? Sarkastisches Klatschen? Oder so irgendwie so klatschen?
So ein abgehobenes Klatschen. Wo war denn der Itemladen jetzt nochmal? Ne, West Street hattest du gesagt, nicht East Street. Vielleicht auch hier? In der Bäckerei? Backe Kuchen? Vielleicht hier im Hinterzimmer? Nee. Oh, how delightful. Bei dem gab es eins in Zero. Ach, wir waren noch gar nicht bei dem Typen, der auch Bäckerei heißt, ne? Ist hier irgendwo noch was zum Einsammeln gewesen? In dem Haus hatten wir in Zero auf jeden Fall mal was zu tun. Das weiß ich noch. Ach ja, Werbung. Ich bin gerade sowieso nur am Rumlaufen. Jetzt wird nicht nur Charlene von Twitch gehasst. Ja gut, aber Kev ist ja gerade erst dazugekommen. Das hier ist das Rosinen-Apartment. Mussten wir hier nicht auch mal irgendeinen Kriminalfall lösen? The door is locked. Okay, Itemladen. Wo war denn der Itemladen? Hier ist auf jeden Fall der Ausgang der Stadt. Da ist er. Und da ist Grimwood. Da waren wir auch noch nicht. Stay meinte, man bekommt für Werbung auf Twitch zu wenig, weil er bei 2 bis 3 Werbungen am Tag bei 4.000 bis 5.000 durchschnittliche Zuschauer nur 700 € im Monat kriegt. Im Rosinen-Apartment geht es auch hinten raus. Meintest du, hier ist das Buch? Ach, da oben steckt eins drin. Im Regal, okay. Beim Rosinen-Apartment konnte man... Ach so, hier hinten raus. Wo kann man da denn nochmal hin? Das war aber durch irgendein Fenster, oder? Ach nee, hier, da. Ich sehe es gerade. Dann war man hier im Garten. Hier ist noch eine Kiste irgendwo, oder? Hier musste man mal irgendein Dieb fallen. Okay, so... Hier konnte man vorher aber noch nicht hin. Also in Zero. If this ain't a chest message, then I don't know what it is. If this ain't a bra moment, I don't know what it is. Daran ist das sicherlich eine Anspielung. $16 hast du schon. Wow. Ja gut, bei Tahu kriegst du keine Werbung, weil er halt noch gar nicht das Affiliate-Programm angemeldet hat. So, was stand denn noch auf unserem Plan? Genau, erstmal müssen wir wieder zum CCC gehen. Oder CC.
Was? Ja, ich habe auch meist ein Abo bei den meisten, aber auch in letzter Zeit benutze ich halt nur das Prime-Abo. Blunder my umbrella. Ach, in der Bakery, stimmt. Hey Oscar, long time no see. We saw that you needed some help from the SSS. There you are, Lloyd. I was wondering when you'd show up. It really has been a while since you and that baby face of yours last waltzed in here, huh? Where have you been? Off vacationing at Michelin or something? Come on, do you really think I have the time or mirror for that? I told you the SSS was going to be on hold while I trained with the 1st Division, didn't I? Huh, did you? Must have slipped my mind. Anyhow, let's get down to business. Wouldn't you want to burn all your time catching up? Yes, would you mind giving us the details of your request? Vielleicht musst du Tahu mal direkt ansprechen. Ach so, machst du ja auch schon. Ja, für die meisten Leute ist Arbeiten Zeitverschwendung. Man wird bezahlt für Dinge, die man nicht gerne tut. Und leider ist das so die Norm. Und was von einem erwartet wird. Yes, would you mind giving us the details of your requests? Well, technically, it's not so much my request as it is little Momo's over there. You know, Tally's daughter. It's been raining all day, so she brought her umbrella along to run some errands. Mich juckt's an der Nase. And, well... where'd my pink umbrella go? It was really, really special to me, too. And there you have it. Yeah, that about explains things. Have you already searched the bakery and its immediate surroundings? Of course we did. Wir sind doch nicht doof. Oscar and I looked everywhere. That's how we came across this. Das haben wir nicht gemacht. Wir haben sofort die Polizei gerufen, als das kleine Mädchen nicht wusste, wo ihr Schirm war. Wir haben nicht danach gesucht. Wir haben sofort die Polizei gerufen. Was denkst du denn? Also, so weit kann man ja wohl selber denken. Habt ihr denn schon gesucht? That's how we came across this. But wait a second. Car. Is that not Momo's umbrella? That's what I assumed at first, but look here. Matt showed the umbrella's handle to the group. It reads Meiling. Now I get it. Someone grabbed the wrong umbrella and took it with them by mistake. Yeah, I had the same thought. Fewer people come shopping on rainy days, so it's easy to remember who's been in the bakery today. But this Meiling doesn't ring any bells. That's why we called the SSS. I was hoping you guys could find Meiling and trade her umbrella for Momo's. Think you can help her out? Absolutely, we're on the case. We'll track that umbrella down before you know it. Awesome, I knew I could count on you, Lloyd. First we need a clue about who this Meiling may be. Do you have any ideas, Lloyd? Is it possible that you guys have met her once before, maybe? Car? If we at least knew what part of the city she was from, that would help narrow things down, Car. Well, I definitely recognize the name. But the question is, from where?
I think my Ling lives. Als ob ich das noch weiß, wo irgendein Nebencharakter wohnt. Ich kann jetzt eigentlich einfach auf gut Glück irgendwas drücken. Aber My Ling klingt, als ob sie aus der East Street kommt. Ist East Street richtig? Entweder My Ling oder Harbor District, weil da ist ja auch Eiyuu. Der Name lässt richtig vermuten, es ist die East Street, okay. On East Street, she's the little girl we always see standing outside, right? If I remember correctly, she's also the granddaughter of Chairman Morse from the Business Owners Association. You're right, we've spoken to her several times, come to think of it. She has an older brother named Roy as well. I suppose they came shopping here together. Oh, actually, yeah, I do remember a pair of siblings swinging by a bit ago. So, they were Chairman Moore's grandkids, huh? I guess I should have recognized them. Well, now that we've solved that mystery, you guys should take My Ling's umbrella with you. Here you are. Just exchange that one for Momo's when you find her. Best of luck out there, Lloyd. You'll find it for me, right, mister? Of course, Momo. We'll be back with your umbrella in no time. Why don't we pay Chairman Morse a visit? He should know where My Ling is. Boah, ich muss die ganze Zeit damit kämpfen, dass ich nicht rülpsen muss. Das wäre so weird, wenn dieses heulende Mädchen plötzlich so laut losrülpst. Das wäre so unpassend auch. Und irgendwie finde ich den Gedanken jetzt lustig. Right, his house is at the end of the East Street. Let's head on over and see what we can find. Wir müssen erst das Haus verlassen, bevor wir Schnellreise machen können. Ging es um das Haus hier? Ah, Lloyd, what brings you here? Can I help you with something? Hello, Chairman Morse. Odd question, but is My Ling home by any chance? I could have sworn she's just got back, but I suppose she must have already run off again. Sorry, Lloyd, you might have better luck asking Parla. Parlez-vous français? Ich weiß, ich bin in Deutschland nicht sonderlich weit rumgekommen. Weiß nicht, ob es da einen schönen Ort gibt. Die meisten würden jetzt einfach sagen, ja, fahr doch an eine See. Hello, Mrs. Parla. Oh, hello. I wasn't expecting visitors on a rainy day like this. Sorry about that. There's something we wanted to ask you. Do you recognize this? I most certainly do. That belongs to our little My Ling, doesn't it? Are you here to return it? Though, come to think of it, I could have sworn she had her umbrella when she came home from the bakery. Well, about that. Oh, dear. So, that's what this is all about. I hope poor little Momo is all right. Would you happen to know where your granddaughter is right now, ma'am? Usedom. She doesn't seem to be around. She and her brother Roy are out for a walk right now, which means she has Momo's umbrella with her.
But unfortunately, I didn't think to ask where they were heading. I'm terribly sorry about that. Sounds like... Die klingen ja fast gleich. Sounds like you just missed them then, Car. Du warst da zweimal im Urlaub, okay? They couldn't have gone very far in this rain. In this train. Das ist alles ein Zug. Ganz Crossbill ist ein Zug. If they're not on East Street, then Central Square, the Downtown District, and the Harbor District are likely candidates. Yes, that sounds about right. Keep an eye out for Roy's green umbrella and Mai Ling's pink one. Or Momo's, I suppose. Pink and green? Good taste. That should be easy enough for us to pick out. Car. Warum sind pink und grün guter Geschmack? Right, let's begin our search. Thank you for all of your help, madam. Not at all. You're always welcome to visit. So. Dann gehen wir mal hier hin. Da ist auf jeden Fall schon mal ein grüner Schirm. Aber da fehlt ein pinker dabei. Okay, der ist ja richtig auf Speed hier, der Typ, der hier lang läuft. Downtown. Mich kitzelt hier gerade so ein Stück Papier einfach an der Hand. Ach komm, die sind bestimmt hier drin. Mit dem Regenschirm. Vielleicht sind sie auch bei den Saber Vipers. Ach, man kann hier tatsächlich rein. Aha. Jetzt darf man hier rein. Letztes Mal wurde man noch nicht reingelassen. Aber hier ist auch nix. Ist ja lame. Ach so, sie selbst trägt pink und grün. Okay. Ich würde mal sagen, im Downtown District sind sie auch nicht. Bleibt ja eigentlich nur noch der District hier. Grün. Wurde der Administrative District auch genannt? Wir müssen sowieso, wenn wir schon mal hier sind, müssen wir sowieso noch hier hin und die andere Quest reporten. Hello everyone, how goes your investigation of those suspicious addresses? It's all finished actually. We're here to give you our report. Oh my, you all did a wonderful job. Interesting. 3 Calvadians moved into the residential district, while a group of Erebonians moved into East Street. As for the downtown district, what's this? Is something wrong? Not at all. I just wasn't expecting to see Mr. Gable's name here. I have mixed feeling about it, given how often I used to see him in this building before he fell out of favor. It's strange, despite his corruption and everything that happened with the Imperial faction, I just can't bring myself to hate him. I know exactly how you feel. He seemed like a more straightforward person than most, at least. For better or worse, Car. If only the man were half as wholesome as his tastes in literature, maybe then he'd be better liked. I suppose I can't disagree. In any case, I believe this wraps up your investigation, SSS. The next step is for Residential Affairs to file the paperwork and sort everything out. Thank you for all your help today. You're welcome. We're always happy to be of service.
Please let us know if there's ever anything else we can assist with. Damit ist das abgeschlossen. So. Gucken wir nochmal, ob wir hier was übersehen haben. Vielleicht ja oben auf dem Turm. Da kann man nicht hoch. Aber hier kann man angeln. Fisch. Ich habe nur eine Rod. Dumplings. Schön mit Knödeln fangen. Da ist der Bra-Fisch. Miau. Ein pinker und ein grüner. Mehr entspannen und so ein bisschen landschaftlich. Aber ein pinker und ein grüner Regenschirm zusammen müssten doch auffallen. Es sei denn, die stehen hier. Nee. If Farn's belly was full of juice, it would jiggle every time he moved. Hehehe. Just like his dad's after he drinks a bunch of beer. Besoffene Eltern sind so lustig. Okay, hier oben sind sie jetzt auch nicht. Bin ich schon mal an denen vorbeigelaufen? Vielleicht bin ich aber auch einfach farbenblind. Ich bin schon mal an denen vorbeigelaufen, okay. Also der ist grün und der ist gelb. Der ist nicht pink. Ach so, die stehen nicht zusammen. Ich habe jetzt nach Leuten gesucht, die zusammenstehen. Also sollte ich jetzt erstmal generell Leute mit grünem Regenschirm ansprechen. Say SSS, does your team own a new orbal car now? I could swear I saw you drive by in one just yesterday. Yeah, we do. It's the latest model by the Zeiss Central Factory. Wait, what? An orbal car by these ZCF? If you don't mind my asking, would you happen to know what its top speed is? We haven't quite tested it yet, but it can supposedly go up to 1,500 Sag per hour. Car! Goodness gracious, what a ludicrous speed! And ZCF reached it with their very first car? Du bräuchst selbst vom Urlaub. Wow, that sure is something. I suppose this means the automotive industry has 3 big manufacturers now. In that case, things are going to get a heck of a lot more interesting down the road. I know, right, car? This competition is sure to heat up.
Which means even more beauties rolling off the assembly line, car. There she goes again. Well, great minds drive on the same roads, as they say. Ja, das Ding ist, auch wenn man so Sightseeing-mäßig Urlaub macht, hat man oft immer einfach den Stress, dass man alles auch mitnehmen will und dann entspannt man wieder nicht richtig. Haha. Man, where are you, my Ling? Excuse us, but would you happen to be Roy? Yeah, that's me. Can I help you? We're with the Kreuzglockenpolizei Police Special Support Section. Berlin ist auch nicht gerade sehr ruhig. Ich meine, das ist die größte Stadt von Deutschland. Also eine Großstadt quasi. We're with the Kreuzglockenpolizei Police Special Support Section. Oh jeez, I had no idea. My Ling must have taken it by mistake and not realized. They look so similar, you know? Sorry about that. I guess we should exchange them as soon as we can. Speaking of, where is my Ling right now, car? Weren't the two of you taking a walk? We were, but she kind of strong-armed me into a game of hide-and-seek. I told her it was a bad idea since it was raining, but she told me she wouldn't take no for an answer, and, well... Yeah, I kinda lost her. She's a pro at hiding, and I can't seek for crap, so I can't really say how long this will take. That's unfortunate. Well, in that case, how about we help you find her? For real, that'd be awesome! I'm not sure where she's hiding, but I don't think she'd leave the Harbor District. Also ist sie irgendwo hier noch. Warum zum Bahnfahren das perfekte Wochenende? Ist alles ausgefallen oder wie? Überall Streiks, alle Schienen kaputt. I'm not sure where she's hiding, but I don't think she'd leave the Harbor District. Das haben wir schon gelesen. Kennt ihr das, wenn ihr rülpsen müsst und ihr habt Angst, dass Land mitkommt? Es gibt ja für weiter unten gibt es ja das Wort Schurzen dafür. Gibt es auch ein Wort dafür für Rülpsen? Ist das, darüber haben Tao und ich uns schon mal unterhalten. Heißt es dann Külpsen? Das klingt auf jeden Fall scheiße. I doubt she went into any buildings either. This probably isn't going to be easy, but I appreciate you guys lending a hand. Not at all. We're always up for a challenge. Let the Mai Ling hunt begin. Da ist auf jeden Fall eine Kiste. Wie komme ich denn an die Kiste dran? Roy said that my Ling is probably somewhere in the Harbor District. Ja. Hat dieses eine Gebäude vielleicht einen Hinterausgang? Oder kommt man von hier aus irgendwie da drauf? Ja, ich wollte doch gar nicht die Grenze hier übertreten.
Ist sie jetzt hier hinterm Turm? Ja. Eben stand sie da noch nicht. Well, what do we have here? Hehe, Gott, ja. Eep, you found me. Wait, you're not my big brother? Who are you? Woo-woo. Professional Meiling finders? Car? Well put. I'll go get Roy. Where is he called Roy? Over to Meiling's hiding spot. So, And that's why we're looking for you. Oh, so I made a whoopsie then. I didn't mean to take the wrong umbrella. I did an oopsie. That's alright, my Ling. Just return it and they'll make sure it gets back to its rightful owner. Okay, here you go. Alright then, let's trade, car. Let's trade cars. My Ling took the correct umbrella and returned Momo's. Thank you, my Ling. Uh-huh. Someday I'll say sorry to Momo myself. Well, aren't you a major one? Yeah, she really is, huh? Abgesehen davon, dass sie so komisch redet. If I was more like Mai Ling, I'd probably be working a second job. Or a first one for that matter. Hat er gerade gesagt, dass er arbeitslos ist? Anyway, thanks for the help, you two. We'll be sure to return Momo's umbrella. Yeah, thanks. Thank you. Hey, Lloyd. How did things go? Great, mission complete. Here you go, Momo. Yay! This is my umbrella. The one my dad bought just for me. Thank you, you're my heroes. You're very welcome, Car. We're just glad we could help, Car. That's another case closed then. Thanks for the help, gang. I knew we could count on you. Ja, fürs Kranksein hat man doch eigentlich nie Zeit. Obwohl, es gibt Zeiten, da ist man lieber krank, als arbeiten gehen zu müssen. Wenn die Krankheit nicht allzu schlimm ist, aber ansteckend. We'll make sure to put in another request the next time we need help. Anytime. That's what we're here for, after all. Catch ya later, Oscar. Dann haben wir das auch fertig. Fehlt nur noch die eine Quest. Da. Nämlich Beta-Tester. Pom-Pom-Party. Das ist... Ja, IBC... Lanfei. Konnte man zum IBC Tower überhaupt hin? Oder war da nicht abgesperrt? Ah, nee, das war hinterm Harbor District. Irgendwas war aber abgesperrt. Sateto. ロバーツ主任からの依頼が入っていたな。ええ、早速受付のランフィーさんに取り継いでもらいましょうか。おや、諸君は。Ist da Dieter Kreuz? Ja. ディーター市長。それにマリアベルさん。今日は IBC の方にいらしていたんですね。ああ、銀行での仕事が随分溜まっていたのでね。ベルに手伝ってもらいつつ、ついさっき一通りの仕事を済ませてきたところなのだよ。皆さん、こ
こうして顔を突き合わせるのもエリーも元気にしていたかしら。おかげさまで先日支援課も再始動したところよ。Ich bin froh, dass ich meine Stimme endlich mal ein bisschen ausruhen kann. どれどれ。Werden jetzt wieder Brüste gegrabt. ちょっとベル。健康状態は良好のようですわね。この柔らかく温かな感触、死体の下に確かに感じるしなやかな筋肉の手応え。たまりませんわ。もういちいちいかがわしい言い方をしないでちょうだい。ところでロイドさん、私に何の断りもなくエリーにちょっかいを出してませんわね。Natürlich nicht. Ich präferiere aber auch Tio. あっていきなりそれですか。ロイドさんは危険人物ですし、定期チェックは当然のことですわ。もしそのような行動を取ったことが発覚した場合、分かっていますわね。警戒されてるね。ベルったら。やれやれベル、せっかく久しぶりに会ったのだからもう少し自重したまえ。改めて久しぶりだね諸君。新メンバーのノエル君とワジ君も馴染んでいるようで何よりだ。特務支援課の再始動、この場を借りて祝わせていただこう。その説はどうも。支援課への推薦の件、改めて礼を言わせてもらうよ。動力車の支給の件もありがとうございました。Car! あんな素敵な動力車を運転できるなんて夢みたいですよ。君たちの役に立てたなら幸いだ。私も新市長となった甲斐があったというものだよ。市長と IBC 総裁、この2つを両立させるのはなかなか難儀だがね。 IBC。 まあお父様の場合お忙しいのはほとんどご自分のせいでしょうけど、何でもかんでも引き受けてきて手伝わされるこちらの身にもなってほしいものですわ。すまないベル、クロスベルのためを思うと手の抜きどころがわからなくてね。ついつい身の丈以上の仕事を引き受けてしまいがちなのだよ。おじい様もおじ様のバイタリティには感心していらっしゃるみたいです。彼のような若い政治家こそ今のクロスベルに必要なのだとよく嬉しそうにおっしゃっていますよ。大先輩のマクダエル議長にそう言われると照れてしまうな。とはいえ私も政治家としてはまだまだ駆け出しの若造だ。まだまだいろいろと勉強させてもらわなくてはね。ああ、お父様、そろそろ新市長ビルの方で打ち合わせのお時間ですわ。おっと、そうだったか。それでは諸君、私はこれで失礼させていただくとしよう。 Call of Duty。 すみません、なんだかお引き止めしてしまって。いやいや、そんなことはないさ。おかげでリラックスできたよ。リラックス。何か困ったことがあったらいつでも言ってくれたまえ。他ならぬ君たちのためなら惜しみなく助力させてもらうよ。ありがとうございます。おじさまもベルもお体にだけは気をつけてください。ありがとうエリー。それでは失礼させていただきますわね。お疲れ様でした。やっぱり相当忙しいみたいだな。月末の通商会議も迫っているし、分刻みのスケジュールなのは間違いないと思うわ。昨日の動力者といい、僕らのためにいろいろと手を回してくれてるみたいだしね。ああ、忙しすぎて体を壊さないよう
気をつけてほしいけど、とにかく今はロバート主任の仕事を引き受けるとしようか。Da war eben ein Krankenwagen. Und die Sirene hat gerade einfach aufgehört, als es so richtig laut wurde. Und jetzt gerade habe ich den hier vorbeifahren sehen aus dem Augenwinkel. Okay. Vielleicht dürfen sie in dieser Straße die Sirene nicht anmachen. はい、受付の方に取り次いでいただきましょう。 Endlich! Dachte schon, ich kriege keine Werbung mehr. Du freust dich auf die Werbung, oder was? So, wo sollten wir uns jetzt melden? Bei ihr? こんにちは、ランフィーさん。あら、ロイド様にエリー様。あらお久しぶりにございます。どうやらまた特務支援課のお仕事を再開されたようですね。ええ、おかげさまで。これからも改めてよろしくお願いしますね。Was? Ach, du meinst Charlene. Wegen Cookies. Ich weiß nicht, ob es an den Cookies liegt, wie viel Werbung man kriegt. Ich glaube, Cookies beeinflussen eher nur, welche Werbung man kriegt, oder? Zumindest auf Twitch. ええ、もちろんですわ。それでは本日はどういったご用件でしょうか。エプスタイン財団のロバート主任に依頼された件なんですが。ああ、その件でしたら承っておりますわ。そうですわ。その前に、以前支援課の皆様にお渡しした換金サービスに使うカードの有効期限が切れてしまいまして、新しくご用意いたしましたので、こちらをお受け取りくださいませ。このカードを以前のように受付にてご提示ください。通常より高い換金率でセピスをミラに変えさせていただきます。 Okay, ja. Mhm. そんなサービスを私たちが受けてもいいんですか？ええ、皆様はクロイス市長並びにマリアベルお嬢様の大切なご友人ですから、便宜を図るのは当然のことですわ。それじゃあありがたく受けさせてもらおうかな。ぜひ今度利用させていただきます。お待ちしておりますわ。ではロバーツ主任にお取り次ぎいたしますので。 Jetzt dürfen wir noch mal Dings spielen. Wie auch immer es hieß. 君たちお疲れ様です、ロバート主任。依頼を見て来てくれたんだよね。いやー、本当に助かるよ。君たちにぜひともやってもらいたい仕事だったんだ。なんだか楽しそうな内容だったよね。Einfach voll die funky Musik plötzlich am Laufen. なんとかってサービスの最終テストがどうとか。確かポムットでしたね。なんだかどこかで聞いたことのある名前ですね。言われてみれば確かに。きっと楽しいと思うよ。それじゃあ早速だけど仕事を受けてもらえるかな？ええ、もちろんです。それでは仕事の内容を説明してもらえますか？任せてくれ。実は近いうちにポムットという動力ゲームを配布する予定でね。
市内の動力ネット端末所有者に向けて開発を進めていたところなんだよ。動力ゲーム？それってビリヤードやポーカーみたいなものとは違うのかい？まあ一定のルールにのっとって勝敗や得点を競うという点では似たようなものかな。最も異なるのは端末の画面上のものを動かして遊ぶってところだ。なんだかすごそうですね。それじゃあ今回の依頼のテストというのは？ Haben wir das Spiel nicht sogar schon gesehen in Zero? Haben Tio und Jonah das nicht gegeneinander gespielt? もちろんこのポムットのテストをしてほしいんだ。Pommes Tester, ja. プログラムを組む以上バグは出てしまうものだからテストの繰り返しは必須なんだよね。Ja, wir haben's gesehen. Das meine ich ja. Also warum erklärt er denen dann jetzt noch, was das ist? Und die sind so überrascht davon, als ob sie das noch nie gesehen hätten. Was? Ein Spiel, was man auf einem Bildschirm sieht? Obwohl sie das ja in Zero eigentlich schon mal gesehen haben müssten. でもその程度のテストなら財団でもできるんじゃないのかい？このテストは少し前からティオ君に手伝ってもらってたんだけど、実は2つほど問題があってね。どうしても財団の外部に手伝いが欲しいんだよ。2つの問題ですか？まず1つ目だけど、ティオ君は時々テストにEiyuuシステムを持ち出してたみたいでね。だからちょっと有用なデータを取れたとは言い難いというか。Eiyuuシステムっていうと、ティオちゃんが何度か使っていたあれね。前にちょっとだけ教えてもらったわね。ああ、確か動力端末や魔導場を扱う時に使っているシステムという話だったよな。この際だから改めて僕から説明しておこうかな。Eiyuuシステムとはティオ君の胸部プロテクターに内蔵されたシステムの名称だ。オーバルスタッフによるノーウェイトでの動力魔法の発動やティオ君の高速処理能力、それらを補助するというのが主な機能になるかな。このシステムを使いこなすのはかなりの適性が必要なんだけどね。全然簡単じゃないような。やっぱりティオちゃんがいないとこの手の話題は厳しいわね。要するにそのシステム自体がテストには適さないってことかな。まあね。なんでもEiyuuシステムで常人じゃ組めないような大連鎖を組んだりして圧勝を重ねてたらしい。ヨナ君がテストに付き合ってたらしいけど一度も勝てたことはなかったそうだ。でもティオ君がずるいとか言ってるわけじゃないからね。くれぐれもティオ君におかしなことは言わないでくれよ。Sag ihr das nicht, dass ich das gesagt habe. Also, sie schummelt, aber das habe ich jetzt nicht gesagt. 残りの一つの理由はどういったものなんですか？もう一つはこのゲームが対戦ゲームってところにあるんだ。さっきもちょっと触れたけど、このゲームは遠方の端末同士で遊ぶことができるんだ。だからどうしても市内での実地テストがやりたかったってわけさ。なるほど、そういうことですか。それにしても離れた場所同士で遊べるって結構すごいことですね。だろう。これは動力ネット構想の初期段階で企画されたものでね。動力ネットがもっと普及すればたくさんの人が楽しく遊べるようになるだろう。例えばこんな雨の日にも家の中にいながら友達と楽しめるしね。へえ、すごい時代になりましたね。ちょっと話はそれたけど、まあ事情はそんなところかな。Ja, aber es ist schon wirklich eine schöne Zeit zu leben, wenn man einfach Online-Games zocken kann mit anderen.
ってことで君たちにはこれをプレゼントしよう。これはメモリークォーツですか？そのメモリークォーツに完成直前のポムットのデータが入ってる。 Warte mal, wenn wir das jetzt bekommen, heißt das, wir können eventuell noch andere Minispiele oder sowas freischalten? それを支援下の端末にインストールすればすぐに遊べるはずだよ。インストール、要するに端末にプログラムを組み込む作業ですよね。前にティオちゃんがやっているのを見たことがあるし、なんとかなると思うわ。それじゃあエリー、よろしく頼むよ。うんうん、心強いね。それとこいつも渡しておくよ。僕のエニグマの番号とポムットのアカウントだ。アカウント。ちょっと待ってください。立て続けに難しい用語が。要するにネットワーク上で使用する名前みたいなものなんだが、まあ対戦を遊ぶために必要なものとだけ考えてくれればいいよ。難しいことは置いといていいから、とりあえずベータ版をインストールするときに一緒に入力してくれればいい。その後エニグマで連絡をくれたら次の手順を教えるからね。まあこんなところかな。はい、お任せください。とりあえず支援課に戻るとしよう。ええ、そうしましょう。 Okay. Ich speichere jetzt nochmal für den Fall, dass wir das verlieren können. Und man das gewinnen soll. ロバーツ主任によると、このメモリークォーツを端末にインストールするんだったな。それじゃよろしく頼むよ、エリ。ええ、やってみるわ。 So, jetzt kommt so ein übelstes Hacking-Interface. これでよしっと。もらっていたロバーツ主任のアカウントも入力しておいたわ。 Die Orbelnet ist vor Pompom-Party, genau. へえ、結構手際がいいじゃない。ほんとエリーさんっていろいろなことに詳しいですよね。 Bin mal gespannt, wie lange das Orbelnet braucht, bis es dann auch wirklich für Porn ist. 政治や法律のことなんかにも知識も豊富みたいですし。これに関してはティオちゃんがやっているのを見ていたというだけだから、説明書なんかもあったし、よく読めばそんなに難しいことでもなかったわ。 Das gibt es sicher schon. Ich weiß aber nicht, wie viel es davon gibt. Immerhin ist das Orbelnet ja an sich da noch gar nicht so verbreitet. Das hat ja nicht jeder zu Hause. Das ist ja im Moment erstmal nur den Polizisten vorbehalten und den Militärorganisationen. Die müssten dann ja bei der Arbeit das angucken. Gibt's da eigentlich dann auch schon so Pornoblocker? Das heißt, niemand kann das mehr angucken, dann lohnt sich das Geschäft, glaube ich, nicht. どういたしまして。それでロバーツ主任に連絡を入れればいいのかしら。ああ、早速かけてみるよ。やあ、ロイド君、うまくインストールできたかな？ええ、大丈夫です。次はどうすれば？それじゃあ一つ僕と対戦してみようか。端末からポムットを起動してみてくれ。そこに僕のアカウントが表示されるはずだから、それを選択すると対戦できるよ。そうだ、せっかくだから支援課のリーダーである君が代表として対戦してくれないかい？ Das war einfach nur sowas wie Tetris, oder? ね、ええ、わかりました。それじゃあ席を変わるわね。
僕に勝てるかな。ティオちゃんを任せられる男が改めて確かめさせてもらうよ。Aha. なんだか本音が聞こえてきたような。結構な親バカみたいだね。わざわざ支援課に依頼してきたのって。いや、せっかくの勝負だし、ちょっと気合を入れただけさ。それじゃあ早速ゲームを始めてみようか。Mhm. Mit X und Kreis kann man die drehen, okay. Okay. Wir probieren es einfach mal. Whoop. Ach du Scheiße, ich muss da auch mal langsam die wegkriegen. Ich krieg die da oben in der Ecke nicht weg. Nein! Scheiße! Das war's. Mann, ey, ich will das wiederholen, bitte. 負けてしまったか。なんだか無性に悔しいな。なんだか結構ハマっちゃったみたいね。 Oder es gibt einen anderen Dialog. はために見てた印象なんですけど、ロバーツ主任ってもしかして強くないのでは？ Ey, danke, reibt mir noch unter die Nase, dass ich gegen jemanden verloren habe, der scheiße da drin ist. そうだね。開発者なのに強さ的には初心者の君と大して変わらないんじゃない？ Du hast beim zweiten Mal gewonnen, okay. Ich probier's gleich auch nochmal. さすがに手加減をしてくれたんじゃないか。レベルをある程度合わせないとテストにならなそうだし。はい、こちら特務支援。 Da ist L am Apparat. いやー、今のはいい勝負だったね。まさに歴史に残る大勝負。興奮しっぱなしだよ。どうやら真剣勝負のつもりだったみたいだな。それでテストの結果はどうでした？ああ、バッチリだよ。市内でやる分には目立ったラグもないし、通信状態も良好だ。申し分ない大成功と言えるね。そうですか。それは良かったです。インストールしたベータ版は近いうちにリリース版にアップデートしておくよ。プログラムの配布が始まったら対戦できる人も増えていくだろう。いろんな人とアカウントを交換して存分に楽しんでくれると嬉しいよ。もちろん今日のリベンジもいつだって受け付けるか
お手柔らかに。いやー、協力してくれて本当にありがとう。僕は別の仕事があるからこれで失礼するよ。どういたしまして。また何かあったらいつでもご連絡ください。ああ、そうするよ。それじゃあね。ふう、なんとかうまくいったみたいだ。お疲れ様。なんていうか主任らしい依頼だったわね。そうだな。ともあれ、これからもこのゲームは楽しめそうだね。この際だからクロスベル1のポムットマスターを目指してみたらどうだい？いや、さすがにティオには絶対にかなわないだろうけど、でも仕事の合間に息抜きがてら練 Und 習くらいは irgendwie してお möchte いて ich もい Tio いか den な。 Titel auch nicht wegnehmen. Dafür mag ich Tio zu sehr. そうですね。So. Machen wir doch das jetzt alles nochmal. Nein, hier. Robert 主任。So. Nein! Mann, ich wollte es nicht so setzen. Mann, nee, hier... 負けてしまった。Ich kann auch kein Tetris. Vergiss die S-Craft nicht. Ich weiß nicht mal, was die S-Craft macht. Ach, so ein Pech, Harry. Möchtest du es nochmal probieren? Willst wohl wieder auf dem Hippogreif reiten, was? Ich hab so Traumata davon. Ich hoffe, das wird jetzt nicht genau sowas. Ich hoffe, ich muss hier niemandem sagen, dass er seine fette, haarige Bartfresse halten soll. Check Quest. Ne, hier Pom-Pom Party. Hat er gerade seine S-Craft benutzt oder wie? Kann man die S-Craft
immer benutzen oder nur, wenn die bei 100 ist? 負けてしまったか。Ich will das jetzt schaffen. Du hast heute so oft K gehört. K gehört? Ja, vielleicht träumst du heute von Autos. Man kann von schlimmeren Sachen. Du bekommst davon Bock? Ich finde das gerade sehr frustrierend. So. Auf die Gefahr hin, dass ich es nochmal verkacke jetzt, stelle ich mich direkt davor und speichere jetzt nochmal, damit ich diesen Schnellreiseprozess immerhin schon mal umgehen kann. Tahu muss das für mich machen, so wie ich für Tahu immer bei Danganronpa die Sachen machen musste. Man kann einfach warten, den Typen warten lassen. So. Jetzt kommen direkt 2 Grüne. Ey, komm, gib mir grün. Ja, ich brauch grün. Ja, so kann man die S-Craft jetzt... Ich habe jetzt die S-Craft doch eingelöst. Ach so, funktioniert die... Wow! Ja, ich hab's geschafft. Yoshi, なんとか勝てた。 Auch wenn ich nicht weiß wie. 結構楽しいかもしれないな。なんだか結構ハマっちゃったみたいね。はために見てた印象なんですけど、ロバーツ主任ってもしかして強くない？そうだね。 So, jetzt der ganze Rest ist wahrscheinlich wieder gleich. So. Report. はい、こちら。それでは報告を承りますね。わわ、大変でしたね。はい、お疲れ様でした。ランクアップですね。おめでとうございます。特典の品もすぐにそちらにお届けしますね。 Die Klingelton erinnert dich an Metal Gear Solid. お疲れ様です。 Ja, und jetzt haben wir alle Aufgaben erledigt. Hallo Zeit. Woof! Even you're not immune to the rainy day blues, huh, Zeit? I hope you don't mind watching over the building to pass the time. Woof! Ja, und jetzt? Habe ich noch was übersehen? Nein. Gute Nacht, Julie.
großartig lang mache ich auch nicht mehr. Ich will jetzt nur gucken, wo ich als nächstes hin muss. Okay, die Geofront ist zu. Wir sollten doch noch von irgendwem Informationen einholen, oder? Steht das auch notiert in unserem tollen Detective-Buch? Okay, wir sollen noch mehr rausfinden über den komischen Mann, den wir gesehen haben. Exchange. Ah gut, da sollen wir hin. Zum Exchange Shop. Also Downtown. War der damit gemeint? Ne, der Exchange Shop war hier um die Ecke noch irgendwo, ne? Das war der, wo auch das kleine Mädchen drin war. Da ist er doch. Steht doch dran, neben Trinity, ja. やっぱり怪しい店だな。そうね。何度来ても慣れないというか。とりあえずアシュリーさんに例の男について聞いてみましょう。おや、特務支援課か。しばらく見なかったけど久しぶりじゃないか。ご無沙汰しています。 Sie wirkte gerade nicht so, als ob sie sehr erfreut wäre. 噂には聞いてたけど、まさかあんたが入るとはね。どういう風の吹き回しだい？ワジヘミスフィア。ワジヘミスフィア。ま、思うところがあってね。今度トリニティあたりでつまみに話させてもらうよ。まあいいか。それで私に何か用かい？ Gute Nacht, Kev. Bei deinem Nachbarn sind es 0 Grad. Warum nur bei deinem Nachbarn? ルバーチェの放出品なら一通りさばいちまったけど。そんなことをしてたのか。実はアシュリーさんに伺いたいことがあるんです。元武器商人としてのあなたに。ふん。なんだい？ツァオたちが本格的に動き始めた件についてかい？さすがにご存知でしたか。多分それとは別件だとは思うんですが。赤眼、赤毛の異常部か。ふん。心当たりはありませんか。裏社会に属する男なのは間違いなさそうですが。該当しそうなやつだったら何人か心当たりがある。だが今この状況でクロスベルに来るとしたら。へえ、そんなにヤバい心当たりがあるのかい？さてね。ただ私の想像がもし最悪のケースだった場合、Okay, und wer? あんたらの手に負える相手じゃないのは間違いないだろうね。そこまで。やはり両兵かテロリストあたりですか？ Vielleicht ja wirklich der Wargod. Aber ich dachte, der ist angeblich tot. さてね。もしその男だった場合、一応こちらも付き合いがある。ペラペラ喋るわけにはいかないさ。でも両兵ならともかくテロリストなら放置できません。
いくらクロスベルとはいえテロ行為を罰する法律はあります。 Hieß es nicht, dass eine Terroristengruppe aus Calvert die Trade Conference auch angegriffen hat? Und wenn Zephyr auf der Seite von der Imperial Liberation Front gekämpft hat, kann es ja sein, dass die Red Constellation auf der Seite von der Calvert-Terroristengruppe gearbeitet hat und die somit irgendwie zusammengearbeitet haben dann. 最低限の情報だけでも教えてもらうわけにはいきませんか。ロイド悪くない。ガイの弟だったか。いい目をするようになったね。アシュリーさん、兄貴と面識が。今じゃダドリーあたりもたまに顔を見せるが、当時旧市街組んだりまで足を運んでくる酔狂な捜査官はやつくらいだったからね。面白い男を亡くしたもんだよ。あのバカに免じてこれだけは答えてやろう。私の最悪の心当たりはテロリストってわけじゃない。ただ人食い虎みたいな危険な男ではあるけどね。人食い虎。やれやれ、最悪な相手じゃないか。Der ist so gefährlich wie der Menschenfresserkäfer aus von Yu-Gi-Oh! Wenn du den umdrehst, dann macht er ein Monster kaputt. まあその男かどうかはまだ決まったわけじゃない。あんたたちが見た男ってのは一人きりだったんだろう。やつなら大抵部下か連れが同行しているはずだからね。そうなんですか。となるとやはり軍隊関係者ですか。ここまでだ。これ以上は自分たちの力で迫ってみるんだね。わかりました。情報ありがとうございます。 So, jetzt haben wir da auch was rausgefunden. しとしと言ってんな。そうだママ、昨日届いた物荷ほどきしなくていいのか。ああ、この天気だし急ぐことはないだろう。それよりジンゴ、あんた昨日町に出た時変なやつ、そんなのいっぱいいたぞ。バカンスルックの若造とか、パンを山ほど買ってたシスターの姉ちゃんとか。Ries? あのワジも変なやつだしな。そっか、ならいいんだ。Der Tourist mit den Sandalen? Wieso muss ich da an Dings denken? An Sinn? Ma, 気にしすぎか。もし奴が来たんだとしたら、娘も連れているだろうからね。Ha. Jetzt, wo ich da diese Verknüpfung habe, wir haben ja schon ein rothaariges Mädel auch kennengelernt, das jetzt scheinbar neu gekommen ist. Also meint sie wirklich den sie... also ist es wirklich der, den sie meint. Wahrscheinlich. Und das ist seine Tochter. Was, wenn er wirklich der War God ist, was ja meine Theorie ist, stimmt, Lecterrorundle. Lecterrorundle ist das gewesen. Der könnte gemeint sein als der Tourist, ja. Wahrscheinlich war der das.
Und der hat auch rote Haare. Es gibt zu viele Leute mit roten Haaren hier. Aber vielleicht können wir hier Randys Family Reunion sehen oder so. さすがの迫力でしたけど、はぐらかされてしまいましたね。まあ、ああいう業界には独自の仁義があるはずだから。あそこまで教えてくれただけでも感謝しましょう。そうだな。それにしても人食い虎みたいな男か。テロリストでないとすると良平の可能性が高そうだけど。まあ良平の場合一人ってのはちょっと不自然だけどね。そのあたりも含めて課長さんに報告しておけば。ああ、そうしよう。良平関係ならランディが何か知っていそうだけど。まあいい。支援要請も片付けたし、一旦支援課に戻るか。Jetzt muss doch noch irgendwas auch passieren. Irgendein Drama muss es doch noch geben in diesem Kapitel. Ist das hier Waldo oder wie er hieß? Ah. Baldo ka. Ja genau, Wald. Da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. この人はサーベルバイパーというチームをまとめている人だけど。バルド、どうしたんだい？ワルド。ザワルド。How's it going, Wald? あんまりチームの方にも顔を出してないそうじゃないか。うるせえ。俺のことはどうだっていい。それよりもてめえ、殺の犬になりやがったらしいな。どういうつもりだ？ああ？どういうつもりも何も。テスタメンツのみんなは納得してくれたし、他の誰にも迷惑はかけていないけど。てめえ、本気で言ってんのか？この俺様とバルド・バレスと決着つけずにチームを抜けようなんざ許されると思ってんのか？ああ？バルド、待ってくれ。これには事情が。せえ、外野はすっ込んだろ。ワージ、てめえがどんな狙いで殺に入ったのかは知らねえ。だがな、まさか5体満足でここから抜けられるとは思ってねえだろうな。困ったわね。バルド。おい、ワジ。いいから任せて。ねえ、バルド。ひどく当たり前のことさ。テスタメンツにしろ、サーベルバイパーにしろ、ずっといられる場所じゃないのは君にも分かっているんだろ。何？僕がテスタメンツを結成したのはここで好き勝手をしていた君たちへの抑止力になるためだ。だが最初はひ弱だったテスタメンツのみんなも成長した。僕一人が抜けたって君たちに対抗できるくらいにね。僕の役目はもう終わってるのさ。てめえ。そしていつかきっと他のメンバーもチームから巣立っていくはずだ。モラトリアムの季節を卒業して自分だけの道を見つけていく。僕はそう信じている。ワジ。Ich hoffe, dein neuer Rekord von 25 Werbung bringt mir dann wenigstens auch ein bisschen Geld. Aber so wie ich Twitch kenne, nicht. ワジ君。君たちサーベルバイパーも同じだ。乱暴者は多いけどマフィアの誘いに乗らないだけの気概と根性を持っている。だからバルド、きっと君も道を見つけられるはずだ。まさかてめえがそんな甘っちょろいことを抜かすとはな。もういい。それ以上喋るな。てめえはこの聖域を汚した。
絶対に許すわけにはいかねえ。そうかい。おいワジ。ロイド、手出し無用だ。この怠慢は僕一人でケリをつけなくちゃならない。そのくらいは分かってるみてえだな。徹底的に叩き潰して地面に這いつくばらせてやる。そうすりゃてめえも少しは目が覚めるだろう。おしゃべりは終わりだ。ああ、これはバルト、本気で行くよ。てめえ一体僕の相手が務まるかい。Vielleicht einfach direkt mit der S-Craft anfangen. 覚悟はいいかい。手っ取り。Der Hälfte Leben weg. 上等だ。ほら。甘いね。Er trifft einfach gar nicht. Okay, ich hätte dafür nicht die S-Craft benutzen sollen. Das sieht so aus, als ob man das überhaupt nicht verlieren kann. "ランディじゃないけど、今のはちょっとした反則技さ。でも今日の君には手加減抜きで行かせてもらった。これが僕が見せられる最後の誠意さ。マジてめえ。さよならバルト。この2年結構楽しかったよ。Was für ein Badass-Auftritt erstmal. Fusakero. 絶対に認めねえぞ。てめえ一人抜けるなんて認めてたまるかよ。Er liebt ihn doch nur. Er will ihn doch nur heiraten. Das ist... Waji. ワジ君、そのみっともないところを見せたね。Zwischen den beiden ist einfach nur sexuelle Spannung. ちょっと僕らしくもなく熱くなっちゃったかな。いや、なんていうか男なんてそんなもんだろ。男の子の気持ちはちょっとわからないけど、あなたが彼に誠意を持って向き合ったのは分かったわ。いつかきっと彼にも分かってもらえると思うよ。そうだといいけどね。時間を取らせた。とにかく別の場所に行こう。So, jetzt sollen wir erstmal wieder zurück. はい、特務支援課ロイド・バニングスです。どうもロイドさん、雨の中ご苦労様です。ああ、フランか。どうしたんだ。緊急要請でも入ったか。それがマイツのリクセン町長を覚えてらっしゃいますか。ああ、もちろん。Wir dürfen wieder zur Bäckerei. ひょっとして鉱山町で何かあったのか。それが鉱山に魔獣が現れたらしくって。あ、と言っても町から少し離れた場所にある旧鉱山らしいんですけど。そんな場所なら
魔獣が現れてもおかしくはないと思うけど。はい、行員の方たちが被害に遭ったわけじゃなさそうです。ただ内部がどうもおかしなことになっちゃっているみたいで、念のため調べてもらえないかということでした。おかしなこと？ちょっと要領を得ないな。わかった。市内の緊急要請は片付けたし、これからマインツに向かうよ。はい、お願いします。あ、ついでにお伝えしますが、先ほどマインツ参道方面に手配魔獣の指定が出ました。余裕があったら対応してみてください。そうか、了解だ。それとクロスベル市と違って参道方面は晴れているみたいです。せっかくだから動力車で行ってみたらどうですか？そうなのか。わかった。ありがとうクラン。何かあったらまた連絡してくれ。はい、それでは失礼します。フランからみたいですね。マインツ方面で何かあったみたいだけど。ああ、旧鉱山というところで妙なことが起きたらしい。市内の支援要請も片付けたし、準備ができたら行ってみよう。山道方面は晴れているそうだから、車で行ってもいいかもしれないな。了解、リーダー。もし車で鉱山町に行くなら支援課の裏口に行きましょう。Okay. Haben wir denn auch noch eine andere neue Request hier am Terminal? Nur das Monster noch. Ja, gut, dann... Wollen wir das heute noch machen? In der Bücherei gibt's noch eine. If you're looking for the directors, he's lost in conversation. I'm sure, yeah, good. I see. That's certainly an interesting way to put it. Well, if it isn't Lloyd and Company. Who is this, Uncle Miles? Ah, yes, I'd like you to meet Mr. Nielsen. He's an international journalist of incredible renown. Nielsen, this is the special support section everyone in the city has been going on about. Nice to meet you. My name is Lloyd Bennings. Ah, so this is the SSS. And if you're Lloyd, that would make you its leader, right? You have a very clean, crisp voice, if you don't mind me saying. Oh, pardon my asking, but would you happen to be blind? That's correct. I lost my vision in an accident many years ago. There you are, Director. Your break has been over for ages. The front desk misses you, you know. Whoopsie daisy! Seems like I got a bit too wrapped up in our conversation. You'll have to excuse me, duty calls, as they say. Of course, why don't we catch up and exchange notes again sometime soon? Sure thing, drop by whenever you like. Looks like you're up, Lloyd. Take care. Sure. What did he mean by... Please allow me to introduce myself again. I'm Nielsen, a freelance journalist. It's a pleasure to make your acquaintance. Same here, nice to meet you. Nielsen, where have I heard that name before? Truth be told, I've been greatly looking forward to meeting with the special support section
It's an honor. I'll be frank, I'd like to submit a support request of sorts. Would you be willing to hear me out? Sure, how can we help? The thing is, I'm currently conducting an investigation into the cult incident from this past spring. However, there are still several elements of the case that remain unclear to me. So, whom better to consult than the team that played a pivotal role in resolving that very crisis? You want to interview us about the cult incident, Car? It sounds like you already know a thing or two about it. What should we do, Lloyd? Given the sensitive nature of the topic, we have to be very careful about what we reveal. You're right. But on the other hand, going through with this interview might help refresh our minds on what actually happened. Cooperate. Well, if you insist, alright. We'll agree to an interview. Wer zur Hölle ist Nielsen? Der Reporter hier, mit dem man eine Hidden Quest scheinbar in der Bibliothek hat. Hattest du die nicht, Toasty? Ich hätte sie wahrscheinlich auch verpasst, wenn Kyoda mich nicht darauf hingewiesen hätte. However, say no more. I know there are things that one in your position shouldn't reveal. You're free to decline my questions as you wish. I also think it would be best to consider anything we discussed today as strictly off the record. Got it. Thanks for understanding. One thing though, where would we hold it? I think doing it here could pose a problem. Du hast bestimmt 3 versteckte Quests gefunden. Okay, das hier ist schon die zweite jetzt, die wir machen. Obwohl ich nicht weiß, ob die Quest mit den Need for Speed Rasern da so versteckt war. Ich glaube, da hätte man wirklich zufällig drauf stoßen können, wenn man einfach nur in das Gebiet gegangen wäre. Aber hier musstest du den Typen ja auch richtig ansprechen dafür. In that case, how about with the seating area upstairs? It's relatively secluded and we'll know if anyone's nearby. I think it's the perfect spot. Sounds like a good idea to me. Let's head on over. Jetzt muss ich wieder Sachen wissen. Ja, Need for Speed hast du auch gefunden. Nee, das war nicht Need for Speed, das war ja Too irgendwas, Too Fast, Too irgendwas. Das war ja eine Fast and Furious Anspielung. Thank you for agreeing to this interview. First let us begin by laying out the context behind the incident. It began with the DG cult whose creed called for rejecting Eidios in favor of worshipping devils. Haben die nicht Kea irgendwie angehimmelt? Over 10 years ago, they committed a series of child abductions all over the continent. Ja, und einige von den Kindern haben sie auch vermietet. I would like to review the manner in which those kidnappings were resolved 6 years ago. At the time, a large-scale operation was conducted to expose and exterminate the cult's lodges across the continent. Can you tell me the forces responsible for carrying out that operation? Yes, it was... War nicht die Society auch mit involviert? Waren es nicht sogar Löwe und Joshua, die eine von den DG-Kultstätten auseinandergenommen haben? Um genau zu sein, die Paradise-Stätte. Waren es all of the above? Ich
meine nämlich auch, dass es all of the above war. A joint effort between multiple national militaries, police forces, and Bracer Guild branches, right? Correct. Due to the scale of the abductions, an international task force was assembled to carry out the investigation. Precisely. And leading that task force as a commander was Cassius Bright of the Bracer Guild, who... May I interrupt for a moment? When you said Cassius Bright, you mean the Brigadier General Bright, commander of the Royal Liberalian Army, Car? Precisely, aber ohne das Auto. He retired from active duty and spent around 10 years as a bracer. He only rejoined the army 2 years ago. That's quite a career trajectory. Maybe so, but there's something else that caught my attention. The name Bright. I didn't consider it until now, but could there be any relation? Du meinst mit Joshua und Estelle? Yeah, I confirmed it while reviewing documents during my training with the 1st Division. Cassius Bright is Estelle Bright's father, and Joshua is his adopted son. I knew it. That's some coincidence? Car? I thought there was something special about her during our little foot race. Little did I know she was born to fame. So, you know the daughter of Brigadier General Bright, do you? I'm well acquainted with her exploits through my work, but personally, not so much. It's kind of a long story, but we got to know her a little bit earlier this year. That's neither here nor there, though. My apologies for getting us off topic. Please continue. Very well, then. 6 years ago, the suppression operation was carried out under the command of Cassius Bright of the Bracer Guild. That operation was believed to have wiped out as much as 90% of the cult's influence. Among the participants was a certain promising squad from the Crossbow Police Department led by Sergei Liu. The same Sergei Liu, who serves as Section Chief of the SSS today. Ist einfach der Dieb geworden von unserer Branche hier. He and his 2 subordinates carried the flag of the CPD for that operation. Said subordinates would be none other than Arius McLean and Guy Bennings. Das habe ich mir gerade schon gedacht. Ich hatte gehofft, das ist die Frage. The older brother of Lloyd Bennings. Looks like you've done your homework. You even know the connection between me and Guy. Even among the police, there are only a select few who have this much information. When you've done this for as long as I have, you develop a reliable network of sources. Guy Bennings himself used to be one of them, in fact. He was? Yes, Guy lent me his aid time and time again prior to his passing. But I digress. There was also another Crossbellon who played a role in the cult investigation. That would be Ian Grimwood, a lawyer and civilian advisor. Even then, Mr. Grimwood was well known and respected for his expertise on civil rights. I'm told he even contributed to gathering intelligence on the abductees. Mit dem hatten wir ja auch schon mal zu tun und ich weiß noch, dass mir seine Stimme im Hals ziemlich wehgetan hat. I do recall him telling us about how he assisted with the investigation. So that's the role he played. I've heard that both the church and a mysterious organization made covert interventions down the line. Because of them, whatever influence the cult retained after the suppression quickly vanished. The church. Is that Father Kevin was Is that what Father Kevin was referring to at back at Alter Your Lodge, Car? And the mysterious organization is likely that society we learned about. Both of them sure like to remain on the slide, don't they? Nevertheless, the cult's activities should have concluded years ago.
And yet, several months ago, it became evident that remnants of the cult were still alive and well. I know you're all too aware of who I'm referring to. Of course. Joachim Günther. Joachim Günther, one of the surviving members, finally crawled out of the woodwork. Precisely. Und genau deswegen darfst du niemals blauhaarigen Professoren mit deutschem Namen trauen. He clearly had knowledge of the cult's inner workings well before the incident. In the end, however, did Joachim Günther serve as their leader? War es High Priest? Oder verwechsel ich das gerade mit Weißmann, der ja auch blauhaarig war mit einem deutschen Namen, der mal Priester in der Kirche war oder irgendwie sowas? High Priest, okay. No, he wasn't. He was a high priest within the cult. That's right, he said as much himself. Vielleicht gibt's ja noch andere Überlebende des Kultes. Yeah, but he also seemed to have a knack for research. It sounded like he supervised a bunch of experiments. I think that's what led to his familiarity with the cult's inner workings. A reasonable theory. It was that position which allowed him to advance his research through the rituals they conducted around the continent. Gut, dass in Cold Steel kein böser Professor-Twist mehr vorkommt. Ich habe jetzt The Third noch nicht gespielt. Und den vierten. Aber das klingt so, gerade so ironisch gemeint, als ob es nochmal so einen bösen blauhaarigen Professor gibt. Aber es gibt ja auch noch Professor Novartis, ne? Nur, dass da von Anfang an eigentlich klar ist, dass der zur Society gehört. Beziehungsweise, dass er ein unseriöses Online-Unternehmen leitet, wo er Potenzpillen und sowas verkauft. Genau, der Internetdoktor. And after he successfully evaded the suppression operation 6 years ago, he went into hiding. Upon learning of former Speaker Hartman's weakness for a facility called Paradise, he was able to take refuge in Crossbell. Paradise. Ja, hieß es nicht auch, Hartman ist dazu gezwungen worden oder so? Der wollte da gar nicht hin. Nee. Hat er das nicht behauptet? Finally, he perfected a drug bearing the name of For True Wisdom. No shiz, Sherlock. I am unclear on the specifics, but my understanding is that he produced it to fulfill the cult's ambitions. Ja, genau. Ich stehe gar nicht wirklich auf Kinder. Ich wurde da nur hingebracht und dann wurde ich dazu gezwungen, dass sie mir da einen Lapdance verpassen und alles Mögliche. Und ich bin auch wiedergekommen, weil ich dazu gezwungen wurde. That's right. The cult's ambitions. He said their goal was to make Kia into the true god. Yeah, he also claimed he could perceive things while under the influence of red no-shiz. Die rote Verstopfung. But in the end, it doesn't even matter. We didn't get an opportunity to question him for all the details. As always, there are unanswered questions.
questions, but I do believe we've outlined most of the particulars behind the incident. So now I'd like to finish by reflecting on the DG cult's origins. Would that be alright with you? The cult's origins? Yes, would you happen to know how long the cult dates back? War das vor 1200 Jahren schon? Ich meine, der wäre so übelst übertrieben alt gewesen. Ich meine, der wäre so übertrieben alt gewesen. 500. Okay, 500. Also 50 ist auf jeden Fall zu... Technically, vor über 50 Jahren wäre technically correct. Ich will's nur mal sagen. 1200 war irgendwas anderes. Das könnte sein, dass es mit den Divine Knights oder sowas zusammenhängt. Wurden die vor 1200 Jahren irgendwie geschaffen? Oder war das der Anfang des Kalenders oder so, ne? Ich will nur noch mal betonen, hier steht überall over und over 500 years ago sind auch over 50 years ago. Die beiden schließen sich gegenseitig nicht aus. Will ich nur mal betonen. Man hätte mit beiden recht. Aber wahrscheinlich lassen sie nur das gelten. The cult traces back over 500 years ago to Crossbill's Middle Ages. And what makes you say that? We heard it from Joachim himself. He told us that powerful alchemists used to roam this land 500 years ago. According to him, the cult had been making use of their technology ever since. Though, of course, anything about their history prior to that is pretty unclear. I see. To think Joachim Günther would willingly reveal so much. Yes, alchemists once lived in these lands, the very same ones who built Stargazer's Tower. It's amazing to think that their knowledge, which before was merely legend, would be corroborated in such a sinister way. It's certainly surprising. Yes, and on that note, do you suppose this means that the little girl all of you took in is also over 500 years old? Just how much do you know about the incident? My apologies, that remark was uncouth of me. It was merely a ludicrous notion that I arrived at by combining our respective pools of information. I swear by the goddess that I wouldn't print such a thing, so please be at ease. Right. And with that, I believe our interview has come to an end. Thank you very much for our cooperation today. The whole experience was very enlightening indeed. Not at all, it was helpful for us as well. I believe it's time for me to be heading to my next appointment. If you'll excuse me then, perhaps we can do this again. In the future, so the opportunity, should the opportunity arise. So, und jetzt macht er einen Kostümwechsel und ist plötzlich Phantom Thief Blue Blanc. For a blind man, he sure walks with a spring in his step, car. There's really something about him, isn't he? Yeah, he's full of surprises in more ways than one. But he did give his word about Kia, so let's hope we can trust him. Right. Ah! What's up, Ellie? Ich hab mir den Zeh gestoßen. It finally hit me why his name sounded familiar. That man just now was Marcel Nielsen. He's a Crossbellian journalist who won the Pulitzer Prize about 10 years ago. Ach ja, es gab ja den Pulitzer Prize. Wow, even I've heard of the Pulitzer Prize.
Yeah, it's an international award given to the most outstanding journalists each year. That explains how he was so insightful, Car. Wait, if he's from Crossbill, does that mean Car? Yes, he once worked as a correspondent for the Crossbill News Service. He was awarded the Pulitzer Prize for his coverage of a war, the very same one that robbed him of his vision. Since he's continued covering news all over the continent as a freelancer for several publications. Mr. Nielsen is distinguished among even the best journalists. He's that talented. Really now, who would have guessed we were being interviewed by a celebrity? Marcel Nielsen. We should speak with him again sometime if we get the chance. Das klingt ja so, als ob es davon noch eine Fortsetzung gibt von dieser Quest. Gibt's hier zufällig ein Rezeptbuch? In der Bibliothek? Ich meine, es gibt Kochbücher. Auch in Bücherläden. Warum also nicht in der Bibliothek? Vielleicht will sich mal jemand ein Kochbuch ausleihen. Aber das würde man ja von außen sehen. Du hast keines gefunden. Die Fortsetzung hast du gefunden. Ah, okay. Hä, aber warum wusstest du dann nicht, wer Nielsen ist? Ja, und ansonsten sollten wir jetzt zum... Da fahre ich nicht mit dem Auto hin, ich gehe da zu Fuß hin. Ach, im Joke. Die Frage ist, ob wir das überhaupt noch heute machen sollen. Ich weiß ja nicht, wie viel Story dann danach noch passiert. Kyoda, ich weiß nicht, wie weit du bist, aber Toasty hat's schon durch. Wenn wir das Monster jetzt da besiegen, sind wir dann bald auch mit dem Kapitel durch? Also... Dauert schon, noch gibt ja auch ein Monster auf dem Weg, das stimmt. Also es lohnt sich jetzt für heute wahrscheinlich nicht mehr, das noch anzufangen. Und wir machen das dann beim nächsten Mal. Da kommt noch ein ganzer Dungeon. Heute eher nicht, okay. Also wenn wir hier beim nächsten Mal weitermachen, könnten wir es dann beim nächsten Mal das Kapitel durchschaffen? Noch? Dein Delay ist schlimm, okay. Okay, dann machen wir das nächstes Mal. Dann machen wir nächstes Mal das Kapitel zu Ende, würde ich sagen. Dann höre ich jetzt hier an dieser Stelle auf und wir machen beim nächsten Mal das Kapitel zu Ende. Dann machen wir beim nächsten Mal das Kapitel zu Ende. Ich gucke gerade mal noch, ob jemand zum Raiden da ist. Bei Twitch. Aha. Trips streamt ausnahmsweise mal. Nicht irgendwie so ein komisches Spiel, was keinen interessiert. Vielleicht doch, aber er streamt in der Kategorie Retro. Also mal kein reines Strategiespiel, wie es aussieht. Scheinbar spielt er gerade Turok. Dann raiden wir mal gerade Trips. Herr
Ne, mit Doppel-R wird der geschrieben. So, Unterstrich Trips, glaube ich, ne? Ja. Dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen, wenn nichts dazwischen kommt. Ich denke mal, dass ich dann eventuell morgen wieder streame. Weil ich weiß schon, Mittwoch kann ich nicht unbedingt, weil da hat mein Vater Geburtstag. Da bin ich nicht zu Hause. Und Sonntag kann ich wahrscheinlich auch nicht. Den Rest der Woche ist noch nichts eingeplant, so wirklich. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis morgen und viel Spaß. Viel Spaß bei Trips. Ja gut, ich hätte vielleicht... Tao hat jetzt Werbung, dann müssen wir ganz schnell wegraden, dann ist die Werbung weg. Okay, die Werbung lassen wir noch durchlaufen. Die Werbung lassen wir noch durchlaufen und dann geht's in den Raid. Ich will ja schön noch Cash abkassieren. Ist schon durch, okay. Dann los. Ach nee, komm, auf die 5000 Werbung von Charlene müssen wir jetzt nicht warten, bis sie zu Ende sind. Viel Spaß noch. Moin Nico.